Vor Tausenden von Jahren hat der Schöpfer der gesamten Tenseishi Terraslime Welt, der Sternenkönigsdrache Veldanava, ein großes Tabu gebrochen. Er verliebte sich in eine menschliche Frau und zeugte mit ihr ein Kind. Doch der Preis für diese Verbindung war hoch. Veldanava verlor seine göttliche Macht und starb schließlich. Zurück blieb jedoch eines der mächtigsten Wesen der Tensura-Welt. Milim Nava, bekannt als die Zerstörerin. Sie trägt das Erbe ihres Vaters in sich mit Kräften, die selbst Götter fürchten. Doch Veldanavas Tod hinterließ nicht nur Milim, sondern auch eine große Anzahl an Gläubigen, die ihn weiterhin als den Gott verehren, der er einst war. Einer der treuesten dieser Gläubigen ist Feldway, ein mächtiger Seraphim, der einst an Veldanavas Seite diente. Getrieben von unerschütterlicher Loyalität hat sich Feldway geschworen, Rache an jenen zu nehmen, die er für das Verschwinden seines Meisters verantwortlich macht. Und er wird nicht ruhen, bis Veldanava wiedergeboren ist. Rimuru Tempest hat bis zu den Ereignissen von Band 15 323 Fähigkeiten. Aber wie viele hat er wirklich? In diesem Video behandeln wir alle seine Fähigkeiten, die er in Band 16 erlangt hat. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass er sehr viele, aber vor allem sehr mächtige Fähigkeiten erlangt hat. Fernab der Kernwelt des Tenseishi Terraslime Universums, wo Rimuru und seine Freunde leben, existiert eine völlig andere Welt, die bereits viele Kriege durchgemacht hat. Die einst von Veldanava geschaffene Dimension, in der er über alle Spezies herrschte, die er erschaffen hatte, ist längst Geschichte. Ohne die Führung des großen Königs bekriegen sich die verschiedenen Rassen aus unterschiedlichen Motiven. Da wären zum einen der Weltenzerstörer-Drache Iwaraje und seine Kryptiden, Feldway, der die Mystiker anführt, und Ceranus, der die Insektenbestien kontrolliert. Bevor die Mystiker zu dem wurden, was sie heute sind, waren sie als die 7 ursprünglichen Engel bekannt. Veldanava erschuf diese 7 Engel, die als Seraphim bezeichnet wurden, um ihm bei der Verwaltung und dem Schutz der Welt zu helfen. Feldway war der erste und mächtigste dieser Engel und erhielt von Veldanava einen Namen, wodurch er ein eigenes Bewusstsein und freien Willen erlangte. Zusammen mit den anderen 6 Engeln diente Feldway Veldanava viele Jahre lang als treuer Assistent. Im Laufe der Zeit veränderte sich jedoch das Schicksal dieser Engel. Durch die ständige Aussetzung gegenüber den mächtigen Magicals in der Welt, besonders durch den Einfluss von Iwaraje, begann Feldway und die anderen Engel sich zu verändern. Sie mutierten von rein spirituellen Wesen zu einer neuen Rasse, den mystischen Engeln. Diese Veränderung verlieh ihnen nur noch mehr Macht, aber auch eine neue Form von Bewusstsein und Emotionen, die sie zuvor nicht gekannt hatten. Schließlich entwickelten sich die mystischen Engel weiter zu den Mystikern, eine Rasse von Halbdämonen in menschlicher Gestalt. Die Mystiker bildeten eine eigene Gesellschaft, die von Feldway angeführt wurde, und strebten danach, die Macht über die Welt zu erlangen. Der Weltenzerstörer-Drache Iwaraje ist ein Wesen von der Stärke eines wahren Drachens. Es ist ein Wesen ohne Intelligenz, das nur seine Begierde nach Zerstörung befriedigen will. Aus diesem Grund sperrte Veldanava ihn in eine andere Dimension, die von Feldway bewacht wird. Iwaraje füllte diese Dimension mit seinen Magicals, aus denen die Kryptiden entstanden. Starke Wesen, die in so großer Zahl auftreten, dass sie zur Plage wurden. Diese Kryptiden bekämpfen sich ständig gegenseitig, um ihren unstillbaren Kampfdrang zu befriedigen. Wenn die Kryptiden zu zahlreich wurden, vernichtete Feldway sie, doch eines Tages entstand ein intelligenter Kryptid. Veldanava gab ihm den Namen Ceranus. Ceranus entwickelte sich weiter zu einer Insektenbestie und verließ sein ursprüngliches Volk, um eine eigene Rasse zu gründen. Und das sind die Insektenbestien. Unter Veldanavas Führung arbeiteten Feldway und Ceranus einige Male zusammen, um die Kryptiden zu dezimieren, wenn diese außer Kontrolle gerieten. Doch nach Veldanavas Verschwinden änderte sich alles. Feldway begann alles und jeden zu hassen, der in irgendeiner Weise mit Veldanavas Tod in Verbindung stehen könnte. Er machte die verschiedenen Rassen, die Veldanava erschaffen hatte, für sein Verschwinden verantwortlich. Nun will er die ganze Welt zerstören und fragt Ceranus um Unterstützung. Doch dieser weist ihn kalt ab und erklärt, dass er nur Befehle von Veldanava selbst annimmt.
Von diesem Zeitpunkt an hasste Feldway Ceranos aus tiefstem Herzen, wagte jedoch keinen direkten Angriff gegen die Insektenbestien, da dies nur zu unnötigen Blutvergießen auf beiden Seiten geführt hätte. Nach einiger Zeit meldete sich Michael bei Feldway und schlug ihm vor, gemeinsam Veldanava wiederzubeleben. Zwischen Feldway und Michael entstand eine enge Freundschaft. Sie betrachteten sich als gleichgestellt, doch einigten sich darauf, dass Michael in der Öffentlichkeit als der Anführer auftritt. Michael gelang es schließlich auch, Ceranos und seine Insektenbestien auf ihre Seite zu ziehen. Als ehemaliger Skill von Veldanava hatte er einen gewissen Einfluss auf den sturen Insektenkönig. Der Plan, Veldanava wiederzubeleben, schritt immer weiter voran. Mit jedem Jahrhundert verlor Ludra an Macht und Michael übernahm Stück für Stück die Kontrolle. Schließlich nutzte Michael die Parallelexistenz, die er von Velgrund kopiert hatte, und manifestierte sich auch in Feldway. So konnte auch Feldway den Palastschutz nutzen, ohne dass Ludra etwas bemerkte. Alles lief perfekt, doch niemand hätte gedacht, dass ein einfacher Schleim alles zerstören würde. Wer ist euer MVP im Band 16? Ist es Rimuru, der alles im Griff hat, Sigurd, der mit seiner Stärke beeindruckt, oder vielleicht doch Veldora, der immer für Chaos und Unterhaltung sorgt? Wenn ihr genauso große Fans von Tensura seid wie ich und eure Lieblingscharaktere auch im Alltag feiern wollt, dann habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Ich habe meine eigene Modemarke namens Four Heavens gegründet. Bei uns findet ihr coole Anime-Shirts, Pullover, Tassen und Poster zu euren Lieblings-Tensura-Charakteren. Schaut gerne mal im Store vorbei, der erste Link in der Beschreibung führt euch direkt dahin. Nachdem Rimuru Veldora aus der Kontrolle von Ultimate Dominion befreien konnte, Velgrund besiegt hat und Feldway in die Flucht schlagen konnte, kehrte erstmal Ruhe ein. Carrion, Frey und einige andere befinden sich jedoch noch im Evolutionsschlaf. Rimuru erteilt Dressrosa den Befehl, auf sie aufzupassen, damit keiner ihren Evolutionsschlaf stört. Zurück in der Hauptstadt erhält Rimuru beunruhigende Nachrichten. Ein Teil der äußeren Stadtgrenze ist durch einen Brand zerstört worden. Glücklicherweise hatte Geld das Gebiet mit seinen Truppen verteidigt und dabei umliegende Gebäude niederreißen lassen, um das Feuer an der Ausbreitung zu hindern. Dank dieser Maßnahmen gab es keine Opfer, doch obwohl der Schaden begrenzt wurde, ist Rimuru besorgt und wartet auf einen detaillierten Bericht von Geld. Im Konferenzraum angekommen, versammelte sich Rimuru mit seiner Führungsriege. Veldora hatte es sich hartnäckig an Rimurus rechter Seite bequem gemacht und genoss sichtlich die zentrale Position. Benimaru saß links und Shion und Diablo standen aufmerksam hinter Rimuru, bereit, seinen Anweisungen zu folgen. Die Stimmung im Bankettsaal war festlich, das Essen wurde serviert und es herrschte eine entspannte Atmosphäre. Doch Rimuru selbst blieb fokussiert, wachsam gegenüber den jüngsten Ereignissen und den notwendigen Schritten für die Zukunft. Veldora nutzte die Gelegenheit, um mit seinen Heldentaten zu prahlen, vor allem über seinen Kampf gegen Velgrund. Mit einer dramatischen Geste ließ er die Anwesenden wissen, dass er sie beinahe besiegt hätte. Wäre da nur nicht ihr überraschender Angriff gewesen. Er stellte seine Stärke mit Tapferkeit zur Schau, so dass er sich selbst als praktisch unbesiegbar darstellte. Einige der Anwesenden, darunter Karis und Benimaru, nickten ihm anerkennend zu. Karis voller Ehrfurcht bewundert offen Veldoras Kraft und Mut und Benimaru, der in seiner letzten Schlacht selbst an Stärke gewonnen hatte, erkannte Veldoras Entschlossenheit respektvoll an. Veldora strahlte voller Stolz über diesen Zuspruch, seine Brust schwellte an, während er sich noch weiter in seinen Erzählungen verlor. Doch genau in diesem Moment lenkte Lameris die Aufmerksamkeit auf eine andere Perspektive. Sie erinnerte sarkastisch an die jüngsten Schäden im Labyrinth, die Velgrund angerichtet hatte, und legte nahe, dass Veldoras Behauptungen über seine Unbesiegbarkeit vielleicht etwas übertrieben waren. Dieser subtile Seitenhieb dämpfte seine Begeisterung spürbar. Verlegen begann er, sich durch flüchtige Erklärungen zu rechtfertigen, doch Lameris ließ ihm wenig Raum, um sein Selbstbild aufrechtzuerhalten. Sie deutete an, dass weniger Prahlerei und mehr Aufmerksamkeit im Kampf vielleicht hilfreicher gewesen wäre. Veldora, zwar sichtlich in die Schranken gewiesen, nahm die Anerkennung mit gespielter Gelassenheit auf. Doch es war klar, dass Lameris ihnen mit ihren Worten einen Dämpfer verpasst hatte. Danach fing Lameris Rimuru zu erzählen, was sich im Labyrinth alles abspielte, während er gegen zwei Drachen kämpfte. Als Lameris Velgrund im Labyrinth erblickte, wurde eine alte Erinnerung in ihr wach. Eine, die sie schon längst vergessen hat. Kurz nach ihrer Geburt hatte sie einen Veldora erlebt, dessen Macht und Wut an die des großen Veldanava heranreichten. Veldora, der Sturmdrache, beherrschte nicht nur das Element Wind, sondern auch Raum und Wasser, was ihn zu einem nahezu unaufhaltsamen Naturphänomen machte. Doch seine beiden Schwestern waren ebenso furchteinflößend. Mit ihrem Element der Hitze und einer überwältigenden Präsenz war Velgrund die denkbar schlechteste Gegner für Veldora in einem direkten Kampf.
Doch in Lamiris Erinnerung war Velgrund das kleinere Übel. Die wahre Bedrohung stellte Belsat dar, die älteste der 3 Geschwister. Ihr Element war Eis und sie war von einer bedrohlichen Kälte und einem unerschütterlichen Selbstvertrauen geprägt, das jeden anderen in den Schatten stellte. Lamiris erinnerte sich, dass ein einziger Schlag von Belsat ausgereicht hätte, um selbst Veldora zu vernichten. Diese Erinnerung machte Lamiris deutlich, dass sie wohl Glück gehabt hatten, nur Velgrund gegenüberzustehen. Wäre es Belsat gewesen, hätte Veldora keine Chance gehabt. Dennoch sorgte sie sich um ihren Meister und warf ihm nervöse Blicke zu, während er voller Selbstbewusstsein behauptete, er werde den Kampf gegen Velgrund ohne Mühe bestehen. Mit einer ungewohnten Zuversicht verließ Veldora das Labyrinth und Lamiris konnte nicht anders als beeindruckt und ein wenig gerührt von seiner neuen gewonnenen Mut zu sein. Nachdem Veldora aufgebrochen war, blieb Lamiris mit den Dryaden, Beretta, Dino und weiteren Verbündeten im Kontrollzentrum zurück. Um die Anspannung zu mindern, versuchte sie Zuversicht zu verbreiten, indem sie betonte, dass Veldora den Kampf schon meistern würde. Und sollte das nicht gelingen, würde Rimuru sicher einen Weg finden, die Situation zu retten. Diese Worte halfen ihr, ihre eigenen Zweifel zu lindern und ihre Gefährten schöpften ebenfalls etwas Trost daraus. Doch bevor sich die Gruppe vollständig beruhigen konnte, ertönte eine Warnung. Ein Eindringling war im Labyrinth aufgetaucht und alle gingen sofort in den Verteidigungsmodus. Auf dem Monitor zeigte sich ein mächtiger Engel in weißer Rüstung mit 3 Paar Flügeln. Ein Seraphim mit über 3 Millionen Existenzpunkten. Lamiris spürte die Bedrohung, die von diesem Gegner ausging, und Beretta warnte die Gruppe vor seiner enormen Stärke. Trotz aller Bedenken schickte Lamiris ihre Verbündeten in den Kampf. Kurz darauf betrat Salario, der Anführer von Fateways mystischen Truppen, das Labyrinth, begleitet von 5 mächtigen Engelsgenerälen, bereit für die bevorstehende Herausforderung. Salario, ein ehemaliger Seraphim und Mitglied der 3 mystischen Führer, stand direkt unter dem Befehl des mystischen Lords Fateway. Normalerweise kontrollierte er seine mächtigen Armeen aus der Ferne, doch auf Fatways ausdrücklichen Befehl war er persönlich ins Labyrinth gekommen, um die Situation, die durch Velgrunds Angriff entstanden war, auszunutzen. Seine 5 Engelsgeneräle, mächtige Wesen mit der Stärke von Dämonenkönigen, begleiteten ihn. In der magisch verdichteten Atmosphäre des Labyrinths konnten Salario und seine Gefolgsleute ihre Kräfte voll ausschöpfen. Nachdem Salario die Treppen hinabgestiegen war, bemerkte er, dass sich der Raum um ihn herum veränderte. Er und seine Gefährten hielten kurz inne und registrierten die 8 Figuren, die ihnen gegenüberstanden. Trainee trat entschlossen vor und stellte sich als Repräsentanten von Lamiris, der Herrin des Labyrinths, vor. Sie erklärte die Anwesenheit der Engel für unerwünscht und hatte sich mit der Macht des Elementargeistes Sylphide gestärkt, um dem bevorstehenden Kampf gewachsen zu sein. An ihrer Seite stand Karis, ebenso kampfbereit. Traja und Doret sowie die Dragonlords waren ebenfalls einsatzbereit, während Beretta als Leibwächter Lamiris hatte. In fast theatralischer Eleganz stellte sich Salario vor und erklärte, dass er gekommen war, um Masayoki Honjo zu eliminieren. So soll ihn ausliefern. Trainee wies dies zurück und stellte klar, dass keine Verhandlungen darüber geführt würden. Salario nahm dies ungerührt zur Kenntnis und der Kampf begann. Trainee setzte als Erster zum Angriff an und griff Salario aus der Luft heraus an, indem sie unzählige unsichtbare Klingen auf ihn abschoss. Diese Technik, genannt Invisible Blade, war kaum wahrnehmbar und so mächtig, dass sie sogar die Dimensionen durchschneiden konnte. Salario jedoch blieb ungerührt und aktivierte eine räumliche Schutzbarriere, die die Klingen einfach verschwinden ließ. Dieses Level der Abwehr erinnerte Trainee an Sigions berühmte Verteidigungsfähigkeiten und ließ sie umdenken. Es war wichtiger, Zeit zu gewinnen, als Salario direkt zu besiegen. Während die Dragonlords gegen Salarios Generäle kämpften und aufgrund ihrer Unsterblichkeit im Labyrinth einen Heimvorteil hatten, begann Trainee gemeinsam mit Karis und den anderen Salario zu beschäftigen. Sie hofften, dass das Teamwork und die besonderen Bedingungen im Labyrinth ihnen auf Dauer zum Sieg verhelfen würden, auch wenn Salario weiterhin eine bedrohliche Präsenz ausstreite. Über die Gedankenkommunikation bat sie Lamiris, Masayokis Sicherheit zu gewährleisten. Lamiris bestätigte, dass Masayoki die Evakuierung der Bürger aus der Stadt koordinierte und wohlauf war. Trotzdem entschied Lamiris, Masayoki auf die 70. Ebene des Labyrinths zu verlegen, um jedes Risiko zu minimieren. Auf Flur 70 sind die kaiserlichen Soldaten, wenn also der Feind so weit vordringen sollte, gibt es genügend Gegenfeuer. Masayoki seufzte frustriert, fügte sich jedoch Lamiris Befehl und begab sich mit seinem Leibwächter Venom auf die 70. Ebene. Venom versicherte ihm, dass die Verteidigungskräfte dort stärker seien, was Masayoki schließlich überzeugte. Kaum dort angekommen, wurden sie von Kornu, einer der 3 mystischen Anführer, angegriffen. Venom stellte sich schützend vor Masayoki und griff Kornu mit schnellen, kraftvollen Tritten an. Doch Kornus göttliche Rüstung ließ die Angriffe mühelos abprallen. In einem Gegenangriff verletzte Kornu Venom schwer mit einem magischen Geschoss, das Venom seinen linken Arm kostete. Dennoch erhob sich Venom unbeirrt und versprach weiter, für Masayokis Schutz zu kämpfen. In diesem Moment eilten Minitz und Caligurio zur Unterstützung herbei. Minitz setzte seine Fähigkeit Oppressor ein, eine unsichtbare Kraft, die Kornus Bewegungen verlangsamte. Caligurio überlud sich mit magischer Energie und setzte Kornu mit einer Reihe kraftvoller Schläge zu, wobei er selbst erhebliche Verletzungen riskierte. 3 Vampire
Vampire schlossen sich dem Kampf an, um Corno in einem unermüdlichen Wechselspiel zu bedrängen. Ihre über Jahrhunderte perfektionierten Fähigkeiten erlaubt es ihnen, auch kleinste Lücken in Cornos Verteidigung auszunutzen. Gemeinsam gelang es ihnen, Corno in Schach zu halten, obwohl sie ihm keinen Schaden zufügen konnten. Bernie und Jiu nutzten die Gelegenheit, Masayuki zur Flucht zu verhelfen. Jiu nahm Masayukis Gestalt an, um Corno zu täuschen, während Bernie ihn in Sicherheit brachte. Im Kontrollzentrum erkannte Lameris die steigende Bedrohung durch Corno, dessen Existenzpunkte durch seine göttliche Rüstung weiter gestiegen waren. Sie wusste, dass sie einen Plan brauchten, um den übermächtigen Gegner standzuhalten und die Verteidigung aufrechtzuerhalten. Corno erkannte langsam, dass seine Überlegenheit durch die Entschlossenheit und Teamarbeit der Verteidiger herausgefordert wurde. Theoretisch besitzt er die Macht, alles in die Luft zu jagen. Doch das wäre kontraproduktiv, da seine Gegner erstens einfach wieder auferstehen würden und zweitens Masayuki, den er gefangen nehmen will, nach dem Tod an einem völlig anderen Ort im Labyrinth wieder erscheinen würde. Und so würde er ihn aus den Augen verlieren. Plötzlich wurde die Energiezufuhr von Veldora, die für das Labyrinth nötig war, unterbrochen. Das war zu dem Zeitpunkt, als Lord Michael Veldora mit den Ultimate Dominion dran bekommen hat, was zur Folge hatte, dass die Stadt in weniger als einer Stunde wieder an die Oberfläche zurückkehren würde. Lameris entschloss sich, die Evakuierung fortzusetzen und die Stadt vorzeitig an die Oberfläche zu verlagern. Kurz darauf meldete Delta die Ankunft zweier neuer Feinde, gefallene Engel mit geschätzten Existenzpunkten von jeweils mindestens 1 Million. Lameris und das Kontrollzentrum waren angespannt, bis schließlich zwei Verbündete erwachten. Geld, der Barrierenkönig mit einer EP von 2.037.000 und Kumaran, die Chimärenkönigin mit einer EP von 1,9 Millionen. Ausgestattet mit legendären Rüstungen stellten sie sich dem Feind, während Gelds Untergebene eine mächtige Barriere errichteten, um die Stadt zu schützen. Obwohl das Kontrollzentrum hoffnungsvoll wurde, stand das wahre Ziel von Feldwehstrategie noch bevor. Alles bisher Geschehene diente lediglich als Ablenkungsmanöver. Im Kontrollzentrum war die angespannte Stimmung etwas abgeklungen und Lameris ruhte sich nun auf Berettas Schulter aus, obwohl sie noch immer besorgt wirkte. Shinji, der das ganze Geschehen aus der Ferne beobachtete, fühlte sich von dem überwältigenden Kampf und dem Chaos abgekoppelt. Es fiel ihm schwer, die immense Kraft zu begreifen, die Tempest-Truppen zeigten. Er war erleichtert, dem Imperium den Rücken gekehrt zu haben. Während er an die Stärke von Rimurus Untergebenen und die künstlichen Entwicklungen zur Millionenklasse dachte, wurde ihm bewusst, wie unbedeutend seine eigenen 120.000 Existenzpunkte im Vergleich dazu waren. Still bedankte er sich innerlich bei Lord Ghadorah für seinen neuen Weg. Während der Kampf tobte, fiel Shinji, sein ehemaliger Kommandant Minitz, auf, der trotz deutlicher Unterlegenheit mit Mut gegen Corno antrat. Shinji fand ihren Mut bewundernswert, auch wenn es fast wie eine Filmszene wirkte. Inmitten des Trubels schweiften seine Gedanken zu Shuna ab, die Erfrischung servierte und ihn mit ihrer ruhigen, würdevollen Ausstrahlung beeindruckte. Er war vollkommen verliebt in Shuna und zusammen mit Mark, Zen, Lucius und Raymond stolzes Mitglied des Shuna Fanclubs. Im Vergleich dazu erschien ihm Lameris, seine tatsächliche Vorgesetzte, immer noch kindlich und er konnte sich einen gedanklichen Vergleich zwischen ihrer kindlichen Art und Shunas Armut nicht verkneifen. Natürlich spricht er nichts davon laut aus, sonst würde es Gehaltskürzungen geben. In einem unerwarteten Moment bemerkte Shinji, wie Dino, bekannt für seine Faulheit, plötzlich aufstand, während sein Chef Vesta auf dem Schreibtisch eingeschlafen war. Shinji stellte Dino zufällig eine beiläufige Frage, ohne zu ahnen, dass diese kleine Aktion den Wendepunkt des Tages einleiten würde. Dino, der für seine Abneigung gegenüber Arbeit bekannt ist, versuchte widerwillig eine ihm aufgetragene Aufgabe auszuführen. Ein alter Bekannter hatte ihn darum gebeten und irgendwie fühlte er sich gezwungen, der Bitte nachzukommen. Sein Plan, unbemerkt zu bleiben, scheiterte jedoch, als Shinji ihn ansprach, wodurch Beretta sofort eingriff und Dinos Hand packte, bevor dieser Lameris greifen konnte. Die umstehenden Dryaden erkannten die Bedrohung und brachten Lameris in Sicherheit. Während die Umgebung das Geschehen langsam erfasste, zeigte sich, dass viele der Anwesenden bereits von einer Art Zauber beeinflusst und eingeschlafen waren, was offenbar auf Dino zurückzuführen war. Dino versuchte Lameris zur Kooperation zu bewegen, indem er anbot, das Labyrinth unversehrt zu lassen, falls sie sich seiner Seite anschließen würde. Sie lehnte aber ab und erinnerte ihn daran, dass Rimuru nicht zögern würde, Dino zur Rechenschaft zu ziehen. Daraufhin offenbarte Dino, dass er als einer der 7 ursprünglichen Engel direkt im Auftrag vom Feldwehr handelte und beauftragt war, Lameris zu entführen. Dino ist also kein Dämonenkönig, sondern in echt einer der 7 ursprünglichen Engeln. Oh
mein Gott. Lamerys sichtlich empört versuchte Dino zu überreden, Feldway zu verraten und sich ihrem Team anzuschließen. Doch Dino, so charmant er ihre Einladung auch fand, weigerte sich und verwies auf seine Verpflichtungen gegenüber Feldway. Lamerys erkannte, dass keine Verhandlung mehr möglich war und stellte sich zum Kampf bereit, um das Labyrinth und dessen Bewohner zu verteidigen. Sie verwandelte sich in ihre wahre Form und stellte sich Dino gegenüber. Nein, Spaß. Um zum Kampf bereit machen, heißt für Lamerys natürlich, Beretta vorzuschicken. Dino seufzte über die bevorstehende Arbeit, machte aber klar, dass er sie nicht töten würde, auch wenn er keine Rücksicht mehr nehmen konnte. Damit endete der Austausch und die beiden bereiteten sich auf den unausweichlichen Kampf vor. Der Kontrollraum wurde zum Showplatz, ungeeignet für den Kampf, doch ein Wechsel des Ortes war ausgeschlossen, da Dino befürchtete, Lamerys konnte dabei entkommen. Alpha und die anderen Dryaden räumten die wichtigsten Gegenstände weg, bevor Beretta und Dino einander gegenüberstanden. Dino führte ein gewaltiges Schwert namens Fang Smasher mit sich, das einen EP-Wert von 1 Million aufwies und selbst ein Kämpfer wie Beretta überlegen war. Beretta selbst verfügte über eine EP von etwa 400.000 und war somit weit unterlegen. Doch er setzte auf seine Schnelligkeit und Geschicklichkeit, um Dinos mächtige Schläge zu umgehen. Trotz der scheinbar überwältigenden EP-Kraft von insgesamt 3 Millionen, die Dino durch das Schwert und seine eigene EP erreichte, kämpfte Beretta weiterhin entschlossen und konzentriert. Indem er die Elemente seiner Angriffe mit Hilfe der Fähigkeit Reverser ständig wechselte, versuchte Beretta Dino aus dem Gleichgewicht zu bringen und seine Schwachstelle zu finden. Dadurch, dass Beretta diese Fähigkeit von Rimuru hat, kann er die natürlich auch. Während Dino abfällig über Berettas dreckige Kampfmethoden sprach, nutzte Beretta geschickt den verbalen Austausch, um die Oberhand zu gewinnen. So kann er gerade noch so mithalten. Dino erkannte, dass seine anfängliche Überlegenheit schwand, nachdem sein Überraschungsangriff auf Beretta gescheitert war. Die beiden waren sich im Kampfkönnen ebenbürtig, doch Beretta hatte in Lamerys Labyrinth den Vorteil, sich unendlich oft regenerieren zu können und musste sich nicht um Energieverlust sorgen. Trotzdem konnte er keinen entscheidenden Treffer landen, was Dino beeindruckte. Beretta zeigte eine bemerkenswerte Kampffähigkeit, indem er die dunklen und heiligen Elemente geschickt mischte, was Dino trotz seiner Schutzbarriere Schaden zufügte. In dem Versuch, Beretta endgültig auszuschalten, setzte Dino seine Fähigkeit Fallen Hypno ein, eine mächtige Attacke, die Feinde in ewigen Schlaf versetzt. Während der Attacke wurde jedoch Apito, die frisch erwachte Insektenkönigin, zum neuen Gegner. Sie zerstörte auf Berettas Bitte hin dessen Chaoskern, so dass er bald im perfekten Zustand zurückkehren würde. Apito trat an seine Stelle und machte sich bereit, gegen Dino zu kämpfen. Dino, der sich in der aussichtslosen Lage zunehmend genervt fühlte, musste sich mit der schnellen Apito auseinandersetzen, die seine Angriffe geschickt auswich und ihm im Labyrinth ständig aufhielt. Obwohl sie keine direkte Konfrontation suchte, setzte ihre Geschwindigkeit effektiv ein, um Zeit für Berettas Wiederbelebung zu gewinnen. Trotz ihrer geringen Existenzpunkte, etwa 700.000, war Apito dank ihrer Geschwindigkeit Dino ebenbürtig, was die Situation für ihn äußerst frustrierend machte, da er sie im Labyrinth nicht dauerhaft ausschalten konnte. Als Dino mitten im Kampf im Kontrollzentrum auf den Monitor schaute, war er überrascht, Rimuru im Kampf gegen Velgrund zu sehen. Dass Rimuru sich aus der von Velgrund geschaffenen Dimension befreit und ihr sogar standgehalten hatte, ließ Dino erkennen, wie dringend er seine Mission abschließen musste. Seine Aufgabe besteht darin, Lamerys für Feldway festzusetzen, damit die Invasion des Labyrinths erfolgreich verlaufen konnte. Währenddessen beobachtete Dino auch die anderen Kämpfe auf den anderen Schlachtfeldern, wo Feldways mächtige Verbündete, darunter Salari und Kornu, gegen Tempests Verteidiger kämpften. Dino konnte seine Sorgen über den gesamten Plan jedoch nicht abschütteln. Seufzend bereitete er sich darauf vor, die Arbeit gegen seinen Willen ernsthaft in Angriff zu nehmen. Während Kornu Masayuki unwissentlich entkommen ließ, beobachtete Feldway das gesamte Geschehen aus dem Verborgenen. Enttäuscht von Kornus Unfähigkeit entschied er sich, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und Masayuki zu töten. Masayuki hingegen floh mit Bernie an seiner Seite, doch bald plagten ihn Schuldgefühle, da er seine Kameraden im Kampf gegen Kornu zurückgelassen hatte. Diese Courage, seine Freunde nicht im Stich zu lassen, wurde von der Weltensprache anerkannt und verlieh ihm eine neue Fähigkeit namens Heroic Recourse. Dieser Skill ist dauerhaft aktiv und macht Masayuki zu einem Anziehungspunkt für Helden, die ihm in Notlagen zur Seite stehen können. Zudem erlaubt ihm der Skill, die Seelen verstorbener Helden zu leiten und ihnen als Gefäß zu dienen. Mehr dazu wird im Band 19 beschrieben. Gerade als Masayuki und Bernie umkehrten, um ihre Kameraden zu helfen, griff Feldway an, bereit ihre Köpfe zu nehmen. Doch unerwartet wurde sein Schlag von einem Schwert pariert. Vor ihm stand Konoha, die stärkste Heldin der Menschheit. Passend zu Masayukis neuer Fähigkeit hat er tatsächlich einen Helden angezogen. Und mit seinem unglaublichen Glück war es ausgerechnet die mächtigste Heldin, die ihm zur Seite stand. Typisch für Masayuki und sein erstaunliches Glück. Doch der Kampf verlief für Konoha nicht wie erhofft. Da Konoha im Besitz eines Ultimate Skills der Engelsklasse war, konnte Feldway sie leicht durch seinen eigenen Ultimate Skill kontrollieren. Er gab ihr den Auftrag, Masayuki zu verfolgen und ihn zu töten.
Zufrieden mit seinen Errungenschaften verließ Feltway das Labyrinth. Masayuki und Bernie kehren gerade noch rechtzeitig zurück ins Schlachtgetümmel, sehr zur Überraschung von Venom, der bereits das Schlimmste befürchtet hatte. Trotz der düsteren Lage, denn Kono ist unglaublich mächtig, sind alle erleichtert, Masayuki heil wiederzusehen, was ihnen neuen Mut verleiht. Während Kono angreifen will, taucht eine zweite Gestalt von Masayuki auf. Jiwoo in Verkleidung, was Kono in Verwirrung versetzt. Doch die Rettung kommt in Gestalt von Sariel, einem mysteriösen Mädchen im Dienst von Feltway, die Kono helfen soll, Masayuki gefangen zu nehmen. Masayuki ist jedoch vor allem von Sariels Schönheit beeindruckt. Seine Schwärmerei wird von der Weltensprache als bare Liebe interpretiert, obwohl er gerade einfach nur einen Ständer hatte. Was ihm das Erwachen des Ultimate Skills Lord of Heroes einbringt. Dieser Skill inspiriert die umliegenden Soldaten zum mutigen Kampf und sie werfen sich selbstlos in die Schlacht. Es war eine bizarre Ansicht. Durch den Ultimate Skill von Masayuki kämpften alle wie verrückt auf ihrem Peak. Alles um Masayuki zu beschützen. Da sie ja eh wieder belebt werden, wenn sie sterben, hat sie noch mehr Sicherheit gegeben. Während der Kampf sich weiter zuspitzt, erscheint plötzlich Welrand, der Flammendrache, auf dem Schlachtfeld und umarmt Masayuki, gefolgt von einem sehr langen Kuss, überzeugt, dass er ihr geliebter Ludra ist. Dies löst eine Welle von Missverständnissen aus. Und Kono, im Glauben, dass Welrand noch unter Michaels Kontrolle steht, gibt ihr den Befehl, Masayuki zu töten. Doch dieser Befehl entsetzt Welrand zutiefst und ihre Geduld ist am Ende. In einem einzigen vernichtenden Akt entfesselt Welrand ihre neue Fähigkeit Transdimensional Leap, die sie seit ihrer Wiedergeburt perfektioniert hat. Mit dem Angriff Dimensional Combo trifft sie Kono über Dimensionen hinweg, was nicht nur seinen Körper auf die Schlachtfeld vernichtet, sondern auch sein wahres Wesen in einer anderen Welt auslöscht. Kono, der die immense Macht Welrands unterschätzt und auf seine Befehlsgewalt vertraut hatte, wird vollständig zerstört, ohne auch nur eine Chance zur Verteidigung zu haben. Dadurch, dass Rimuru Welrand als Ultimate Skill hat er diese Fähigkeit natürlich auch. Nach Konos Vernichtung zeigt Welrand den Truppen des Imperiums Gnade, nachdem Bernie sie darum bittet. Die Soldaten verehren Masayuki nun als ihren neuen Kaiser Ludra und feiern ihn voller Hingabe. Masayuki, völlig überfordert von dem Kuss, völlig überfordert in seiner neuen Rolle als der neue Kaiser, akzeptiert einfach sein Schicksal wie immer und ahnt, dass ihm nun eine viel größere Verantwortung bevorsteht, als er je gedacht hätte. Dino, oft als faul und unmotiviert bekannt, fand sich plötzlich in einem unerwarteten harten Kampf gegen Beretta und Apito wieder. Anfangs glaubte er noch, die beiden problemlos besiegen zu können, doch schnell zeigte sich, dass Beretta als unerschütterlicher Tank und Apito mit ihren blitzschnellen Angriffen eine ernsthafte Bedrohung darstellte. Beretta, der seine Fähigkeiten mit Magie verstärkte und immun gegen Dinos Schlafzauber war, drängte ihn unermüdlich in Nahkampf. Apito setzte dank ihres Trainings mit Hinata ihre geschaffte Intuition ein und attackierte präzise aus der Ferne. Dino wurde klar, dass er diese Gegner nicht so einfach überwinden konnte und entschied sich, seinen Ultimate Skill Astarte, Lord of High Heaven, zu entfesseln, um seine Kräfte auf ein neues Niveau zu heben. Mit der Macht von Astarte entwickelte er sein unique Skill Sloth zum Ultimate Skill Belphegor, Lord of Sloth. Damit gelang es ihm, Apito in einen hypnotischen Zustand zu versetzen, der sie in eine unentrinnbare Stasis führte. Doch Beretta widerstand diesen Angriff und machte klar, dass selbst diese geballte Macht auf ihn keine Wirkung zeigte. Trotz all seiner Skills und wachsender Frustration, dass seine Gegner ihn keine Ruhe ließen, musste sich Dino letztlich dem überlegenen Teamwork von Beretta und Apito geschlagen geben. Gerade als die Lage für Dino aussichtslos erschien, tauchte Sigion, der furchterfüllende Wächter des Labyrinths, auf. Mit einer überwältigenden Aura neutralisiert er jeden Angriff durch Fantastic World, eine Fähigkeit, die sowohl physische als auch mentale Angriffe vollständig annulliert. Dino erkannte schnell, dass er einem Gegner gegenüberstand, der weit über seine eigenen Möglichkeiten hinausging. Dennoch wagte er einen letzten verzweifelten Versuch. Er benutzte seine stärkste Attacke, Fallen Strike, einen Angriff, der selbst Guy verletzen würde. Doch dieser prallte wirkungslos an Sigions Macht ab. Der Grund: Sigions Ultimate Skill Mephisto verliert ihm vollständige Immunität gegen mentale Angriffe, womit Dinos wichtigste Waffe bedeutungslos wurde. Denn alle Angriffe von Dino sind mental. Was Dino nicht wusste: Sigion hatte von Anfang an die Kontrolle über den Kampf. Der Sigion, gegen den er kämpfte, war nur eine Illusion, erschaffen durch Mephisto in einer künstlichen Welt, in der Dinos Angriffe niemals Wirkung zeigen konnten. Selbst Lameris, sein ursprüngliches Ziel, war nichts weiter als eine Projektion, lange bevor Dino den Raum betreten hatte. Als Sigion schließlich Dimension Ray einsetzte, eine tödliche Technik, die raumschneidende Energiestrahlen entfesselte, konnte Dino knapp ausweichen, allerdings um den Preis seines rechten Arms. Dennoch blieb ihm keine Chance, das Blatt zu wenden. Sigion bereitete seinen ultimativen Angriff vor, Dimension Storm. Diese regenbogenfarbene Energiewelle ist eine Manifestation reiner raumzeitlicher Energie und löscht jegliche Existenz im Zielbereich vollständig aus. Der Raum erbebte und das Ende schien für Dino unausweichlich.
ausweichlich. Doch in letzter Sekunde aktivierte sich das Armband, das Dino von Lamiris erhalten hatte. Durch ihre Gnade wurde Dino aus dem Labyrinth teleportiert, kurz bevor der Dimension Storm ihn vernichten konnte. Sigon akzeptierte diese Entscheidung ohne Widerstand. Ein Beweis für seine Loyalität gegenüber Lamiris und sein unerschütterliches Vertrauen in ihre Urteilsfähigkeit. Dino überlebte, aber die Lektion war eindeutig. Sigon war nicht nur ein Gegner, sondern eine unüberwindbare Macht, die keinen Spielraum für Fehler ließ. Dino erwachte außerhalb des Labyrinths, erleichtert, dass er die Begegnung mit Sigon überlebt hatte. Sein Wiederbelebungsarmband hatte ihn gerettet. Obwohl er wusste, dass Lamiris die Funktion des Armbands hätte deaktivieren können, betrachtete er ihre Nachsicht als Akt der Gnade. Dennoch war ihm bewusst, dass dies eine deutliche Warnung gewesen war. Dino, der sich an die Mission erinnert, kontaktierte Solario, um den Fehlschlag zu melden und plant sich mit seinen Kollegen zu vereinen und so schnell wie möglich zu fliehen. Rückblickend erkannte er, wie übermächtig Sigon geworden war und dass eine Eroberung des Labyrinths auf direktem Wege unmöglich war. Die Monster, die Rimuru als Gefolgsleute hatte, waren jenseits aller Vorstellungskraft. Und Dino fragte sich, warum er überhaupt zugestimmt hatte, an dieser Mission teilzunehmen. Tief in Gedanken über die bevorstehende Wut Feldways und die Tatsache, dass er durch diese Fehlschläge seine bequeme Existenz im Labyrinth verloren hatte, fühlte sich Dino niedergeschlagen. Seine Tage im Labyrinth, die von Frieden und Kameradschaft geprägt waren, erschienen ihm jetzt wie ein ferner Traum. Dino hatte Freude an seiner Arbeit mit Vesta gefunden, Freundschaft mit Gabriel und anderen geschlossen und die Entdeckung der Forscher genossen. Zusätzlich erinnerte er sich daran, dass er unter Guys Befehl stand, um Informationen aus dem Labyrinth zu sammeln. Jetzt jedoch mit seiner neuen Feindschaft gegenüber Rimuru und Tempest war die Rückkehr ins Labyrinth keine Option mehr. Dino wusste, dass die bevorstehenden Konsequenzen unvermeidlich und lästig sein würden, aber es blieb ihm nichts anderes übrig, als die Mission abzubrechen und sich auf den Weg zu seinen Gefährten zu machen. In anderen Teilen des Labyrinths entbrannten währenddessen weitere Kämpfe. Komara nutzte die Fähigkeiten ihrer 8 Schwänze für taktische Angriffe gegen Pico, die mit ihren schwarzen Donner konterte. Währenddessen absorbierte Geld unermüdlich Garashas Schläge und regenerierte sie sofort, was Garashas Frustration zunehmend verstärkte. Doch als Dino den Rückzug befahl, hatten die Wächter des Labyrinths ihre Stärke unter Beweis gestellt und die Eindringlinge endgültig vertrieben. Die Engelskrieger verließen das Labyrinth geschlagen und mit wachsendem Respekt für die vereinte Kraft Tempest. Doch die Verteidigung des Labyrinths war noch nicht vollständig beendet. Solario kämpfte noch gegen Karis und Traini, die fest entschlossen waren, Lamiris zu schützen. Trotz der überwältigenden Macht, die Solario ausstrahlte und eines anfänglichen Vorteils im Kampf, konnten Karis und Traini ihn mit ihrer Hartnäckigkeit in Schach halten. Als der Kampf jedoch zu Solarios Gunsten zu kippen drohte, erhielten Karis und Traini unerwartete Unterstützung. Adalman, der Gehenna-Lord, trat Solario direkt gegenüber und verstärkte die Verteidigungslinie erheblich. An seiner Seite standen Alberto, ein Paladin mit God-Class-Rüstung, der durch seine Transformation zum Gehenna-Paladin ein beispielloses Niveau an Stärke und Ausdauer erreicht hatte. Sowie Venti, die Drachenherren der Unterwelt, die nach ihrer Evolution zum Gehenna-Drachen in einer neuen Macht erstrahlte. Gemeinsam bildeten sie eine schier unüberwindbare Verteidigungslinie, die Solario dazu zwang, seine Strategie zu überdenken. Trotz seiner mächtigen Kräfte erkannte Solario, dass selbst er Schwierigkeiten hätte, diese vereinte Stärke zu überwinden, ohne seine wahren Fähigkeiten preiszugeben. Nach der unerwarteten Nachricht von Dino, dass die Mission gescheitert sei und die Engel sich zurückziehen mussten, entschied sich Solario widerwillig, die Schlacht abzubrechen. So endete die Schlacht ohne einen endgültigen Sieg für die Eindringlinge, doch die Verteidiger des Labyrinths hatten ihre Mission erfüllt und Lamiris erfolgreich beschützt. Nachdem die Gefahr aus dem Labyrinth vertrieben war, unterhielten sich Sigon und Beretta über die Ereignisse. Sigon hatte bemerkt, dass Dino ein Wiederauferstehungsarmband trug, ließ es jedoch absichtlich zu, um zu testen, ob Lamiris Segnungen auch bei feindlichen Personen wirken. Dino überlebte dank des Armbands, was zeigte, dass Lamiris Güte auch in dieser Situation wirkte. Sigon verzichtete darauf, Dino zu verfolgen, solange dieser die Flucht antrat, und respektierte damit Lamiris Willen. Beretta berichtete, dass auch Solario und seine Gefährten sich zurückgezogen hatten. Beide stimmten darüber ein, dass ein Sieg mit schweren Verlusten kein echter Erfolg gewesen wäre. Nach der Bestätigung, dass Lamiris in Sicherheit war, kehrte Sigon in sein Gebiet zurück, bereit, die Verteidigung des Labyrinths weiter zu stärken. Nach Lamiris Bericht nutzt Rimuru diese Gelegenheit, sich von seinen Offizieren berichten zu lassen, was sie alles erlebt haben. Schnell wird ihm klar, dass die Bedrohung durch die Engel weitaus schwerwiegender war als zunächst angenommen. Besonders belastend ist die Enthüllung des Verrats von Dino, was bei vielen seiner Verbündeten Entsetzen und Enttäuschung auslöst. Doch Rimuru glaubt fest daran, dass Dino nicht aus freiem Willen gehandelt hat, sondern durch Michaels Ultimate Dominion kontrolliert wurde. Daher zögert er, voreilige Schlüsse zu ziehen und Dino zu verurteilen. Trotz der extremen Bedrohung durch die Engel, die Feldway geschickt
besiegt hatte, gelang es den Verteidigern Tempest erfolgreich zu schützen. Besonders beeindruckt ist Rimuru, als er erfährt, dass seine Offiziere im Verlauf der Schlacht plötzlich einen enormen Kraftanstieg erlebten, der letztendlich den entscheidenden Vorteil brachte. Doch dieser plötzliche Machtzuwachs wirft Fragen auf. Rimuru ist zunächst ratlos, wie Benimaru, Diablo und die anderen ihre Kräfte derart steigern konnten. Bei einer gründlicheren Untersuchung stellt sich heraus, dass Seal im Hintergrund agierte. Ohne Rimurus Wissen hatte Seal den Ultimate Skill Shub Nigurat, Lord of Abundance, entwickelt, um die Fähigkeiten von Rimurus Verbündeten gezielt zu optimieren und ihnen während der Schlacht einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Shub Nigurat ist ein mächtiger Skill, der auf der Fähigkeit basiert, die Ressourcen von Tempest effizient zu nutzen. Seal erklärt Rimuru, dass dieser Skill über mehrere Subfähigkeiten verfügt. Die Fähigkeit Create Skill ermöglicht es, neue Skills zu erschaffen, indem gesammelte Informationen analysiert und verwendet werden. Mit Copy Skill können vorhandene Skills kopiert und für zukünftige Anwendungen gespeichert werden. Der Skill Grant Skill erlaubt es, kopierte Skills an Verbündete zu vergeben und sie bei Bedarf wieder zu entziehen. Schließlich bietet Save Skill die Möglichkeit, Skills zu digitalisieren und für eine spätere Nutzung zu archivieren, was Rimuru eine strategische Flexibilität bei der Verwaltung seiner Kräfte verleiht. Durch den Einsatz von Shub Nigurat war Seal in der Lage, Rimurus überflüssige Fähigkeiten zu bereinigen und Platz für mächtigere Skills zu schaffen. In der Tensura-Welt besitzt jede Seele eine begrenzte Kapazität für Fähigkeiten. Seals Eingriff ermöglichte es, diese Kapazitäten optimal zu nutzen, indem alte, unnötige Skills entfernt wurden, um Raum für neue, effektivere Fähigkeiten zu schaffen. Diese Optimierung sorgte nicht nur für eine effizientere Nutzung von Rimurus eigenen Skills, sondern stärkte auch seine Offiziere, indem ihnen gezielt Fähigkeiten zugewiesen wurden, die perfekt zu ihren individuellen Kampfstilen passten. Dadurch konnten Benimaru, Diablo und die anderen ihre Gegner überwältigen und die Engel in die Flucht schlagen. Obwohl Rimuru anfangs überrascht darüber ist, dass Seal ohne seine Zustimmung gehandelt hat, erkannte er rasch, wie notwendig diese Unterstützung war. Die Tatsache, dass Seal selbstständig Entscheidungen getroffen hat, um Tempest zu schützen, führt Rimuru zu der Erkenntnis, dass er Seal nicht nur als bloßen Skill, sondern als echten Partner betrachten muss. Diese Einsicht veranlasst ihn dazu, Seal künftig mehr Freiheiten einzuräumen, solange deren Handlungen im besten Interesse von Tempest geschehen. Zudem stellt Seal klar, dass Rimuru nun Valgrind als Ultimate Skill besitzt und somit Zugriff auf alle ihre Fähigkeiten hat. Neben diesen Enthüllungen beschäftigt sich Rimuru auch mit der Situation von Chloe. Während der Kämpfe hatte sie ihre Kräfte bis zum Auslasten beansprucht und dabei das Bewusstsein verloren. Nach ihrer Genesung erfährt Rimuru, dass Chloes Verbindung zu Konoha, ihrer zweiten Persönlichkeit, vorerst unterbrochen ist. Chloe erklärt, dass Michael während der Kämpfe versucht hatte, mit dem Ultimate Skill Ultimate Dominion die Kontrolle über Konoha zu übernehmen. Um Chloes Geist zu schützen, zog sich Konoha zurück und kappte die Verbindung. Rimuru machte sich große Sorgen um Chloe. Er erkennt, dass sie nun auf sich allein gestellt gegen den Einfluss von Michael kämpfen muss. Obwohl er mit Hilfe von Seal in der Lage wäre, Michaels Einfluss aufzuheben, respektiert er ihren Wunsch, sich eigenständig weiterzuentwickeln. Chloe und Konoha haben sich darauf geeinigt, Rimurus Hilfe nicht in Anspruch zu nehmen, da sie aus dieser Lage aus eigener Kraft herauskommen möchten. Die Ereignisse und Enthüllungen der letzten Tage bringen Rimuru zum Nachdenken. Er erkennt, dass die Bedrohung durch Michael, Freeway und die Engel noch lange nicht vorüber sind. Für den Moment jedoch beschließt er, die Loyalität und Stärke seiner Verbündeten zu feiern. Die Feier zur erfolgreichen Verteidigung Tempests bietet einen dringend benötigten Moment des Durchatmens, bevor Rimuru sich erneut den bevorstehenden Herausforderungen widmet. Klar ist, die Feinde werden nicht ruhen und Rimuru muss wachsam bleiben und Tempest weiterhin zu schützen. Um sich ein besseres Bild davon zu machen, welche Verbesserungen Seal an seinen Untergebenen vorgenommen hat, plant Rimuru, Interviews mit allen zu führen. Als erster kommt Beretta an die Reihe. Rimuru lobt ihn dafür, dass er Lamiris erfolgreich beschützt hat. Doch Beretta selbst sieht das anders. Er empfindet es als klare Niederlage und ist überzeugt, dass er seine Verantwortung, Lamiris zu beschützen, nicht vollständig erfüllt hat. Rimuru jedoch ist völlig anderer Meinung, da er das große Ganze betrachtet. Lamiris ist schließlich wohlauf, was für ihn das Wichtigste ist. In diesem Moment schlägt Seal vor, Beretta mit Hilfe von 100.000 Seelen weiterzuentwickeln. Ob die Evolution erfolgreich sein wird, hängt ganz allein von Beretta ab. Doch was am Ende dabei herauskommt, übertrifft alle Erwartungen. Nach seiner Evolution hat Beretta ein beachtliches Machtlevel erreicht und verfügt nun über 1.978.743 Existenzpunkte. Er hat sich zu einem High-Level Chaos Elemental entwickelt, auch bekannt als Chaos Metalloid, und trägt den Titel Guardian of Lamiris. Im Zuge seiner Evolution hat Beretta den Ultimate Skill Deus Ex Machina Lord of Machine Divinity erhalten, welche seine bisherigen Kräfte erheblich übertrifft.
trifft. Durch diese neue Fähigkeit verfügt Beretta nun über beeindruckende Skills wie Hast and Fogged, was seine Denkprozesse beschleunigt, und Universal Detect, mit dem er seine Umgebung umfassend überwachen kann. Zudem hat er mit Lord's Ambition die Möglichkeit, seine Autorität durchzusetzen und Gegner zu unterwerfen. Besonders bemerkenswert sind seine neuen Fähigkeiten Mineral Domination und Control Earth Attribute, die es ihm ermöglichen, Mineralien und Metalle frei zu manipulieren und zu kontrollieren. Diese Kräfte erlauben es ihm, seine eigene Körperstruktur zu verändern, indem er seine neue flüssige Metallform nutzt. Sein Körper besteht jetzt aus Crimson Steel, einem göttlichen Metall auf dem Niveau von Gold Class Rüstung. Crimson Steel ist das stärkste Metall im Tenseishi Terraslime Taken-Universum. Diese Transformation verleiht ihm eine nahezu unzerstörbare Form und macht ihn extrem widerstandsfähig gegen physische Angriffe. Beretta kann seine Gestalt anpassen und sich flüssig wie ein mächtiger Gegner aus einem klassischen Actionfilm machen, was ihn im Kampf noch gefährlicher macht. Durch den Austausch seines Unique Skills Reverser gegen den Ultimate Skill Deus Ex Machina ist Beretta nun nicht nur stärker, sondern auch viel vielseitiger geworden. Mit Control Sways und Multilayer Barrier verfügt er zudem über Fähigkeiten zur räumlichen Manipulation und über mächtige Verteidigungsbarrieren. Beretta verfügt über bemerkenswerte Toleranzen, die ihn nahezu unverwundbar machen. Mit Cancel Melee Attack ist er in der Lage, jeglichen physischen Schaden, sei es durch Schieb-, Stich- oder Schlagwaffen, vollständig abzuwehren. Die Fähigkeit Cancel Ailments schützt ihn vor jeglichen negativen Zuständen wie Korrosion, Vergiftung, Lähmung oder gar Versteinerung. Mit Cancel Spiritual Attack kann Beretta alle Angriffe auf seinen Geist und seine spirituelle Essenz abwehren, einschließlich Gedankenkontrolle oder Gedankenlesen. Darüber hinaus negiert Cancel Natural Elements die Auswirkung von natürlichen Elementen wie extremen Temperaturen, Elektrizität oder anderen Umweltfaktoren. Schließlich gewährt ihm Resist Chaos Attack eine starke Widerstandskraft gegen Angriffe, die sowohl auf magischer als auch auf heiliger Kraft basieren, indem sie diese unter einem bestimmten Schwellenwert wirkungslos macht. Diese Kombination macht Beretta zu einem nahezu unüberwindbaren Gegner, der gegen eine Vielzahl von Angriffen immun ist. Diese Weiterentwicklung macht ihn zu einer der stärksten Beschützer von Lamiris und festigt seine Rolle als unverzichtbarer Wächter im Labyrinth von Tempest. Als nächster ist Benimaru dran. Seine Existenzpunkte belaufen sich auf 4.397.778 und er kann diesen Wert um weitere 1,14 Millionen Existenzpunkte erhöhen, wenn er sein Schwert namens Goren benutzt. Mit dem Existenzwert von 5.537.778 ist er vergleichbar mit Luminas, denkt sich Rimuru. Benimaru hat sich zu einem God-Ogre weiterentwickelt und trägt den Titel Flare Lord. Unter dem Schutz von Rimuru hat er nun Zugriff auf den Ultimate Skill Amaterasu, Lord of Shimmering Flame. Um diese neue Fähigkeit zu erlangen, gab er sein Unique Skill Born Leader auf. Amaterasu ist eine unglaublich mächtige Fähigkeit, die mehrere fortschrittliche Skills in sich vereint und ihm eine beeindruckende Kontrolle über Hitze und Flammen verleiht. Die Subskills sind Hast and Fogged, Universal Detect, Lord's Ambition, Regulate Talked und Multilayer Barrier. Dazu kommen Dominate Heat und Space. Die Kontrolle über Hitze und Flammen wird ihm durch Dominate Heat verliehen, was ihm verheerende Angriffsmöglichkeiten eröffnet. Mit Dominate Space kann er den Raum manipulieren, was Teleportation und die Kontrolle über seine Umgebung erlaubt. Benimarus neue Fähigkeit Amaterasu kombiniert einige der Feuerfähigkeiten von Vulcans Lord of Flames mit seiner eigenen Macht, was ihm noch größere Kontrolle und Flexibilität in Kämpfen verleiht. Diese Evolution zeigt, dass Benimaru kurz davor war, von selbst ein Ultimate Skill zu erlangen. Ziel gab ihm lediglich einen kleinen Schub in diese Richtung. Besonders bemerkenswert ist, dass Benimaru zwischenzeitlich Vater geworden ist, aber trotzdem nicht an Stärke verloren hat. Er ist stattdessen noch mächtiger geworden. Sollte eine Lösung für dieses Phänomen gefunden werden, könnte das weitreichende Konsequenzen für die Entwicklung anderer hochrangiger Monster in Tempest haben. Rimuru denkt sich, dass Benimaru nun in der Lage ist, sich mit mächtigen Gegnern wie Dino oder den Tree Mystic Leaders zu messen. Seine neue Stärke und seine umfassenden Fähigkeiten machen ihn zu einem unverzichtbaren Verbündeten für Rimuru. Zoes Existenzpunkte betragen nun 1.281.162 und er hat sich zu einem God-Ogre, speziell einem Dark Soul Ogre, weiterentwickelt. Zoe agiert unter dem Schutz von Benimaru und trägt nun den Titel Dark Shadow. Dank dem von Seal verliehenen Ultimate Geschenk Tsukuyomi Lord of Moonshade hat Zoe seine Effizienz in Spionage, Informationsbeschaffung und verdeckten Operationen erheblich gesteigert. Tsukuyomi umfasst eine Vielzahl mächtiger Skills, die Zoe extrem vielseitig und gefährlich machen. Er kann nun Hast and Fogged, Universal Detect
Detect, Eye of the Moon, Insta-Kill, Ultra Speed Action, Spiritual Control, Parallel Existence, Control Space und Multi-Layer Barrier einsetzen. Besonders bemerkenswert ist die Fähigkeit Eye of the Moon, die es ihm ermöglicht, Schatten in jeder erdenklichen Weise zu kontrollieren und zu manipulieren. Diese Fähigkeit ist ideal für Spionage und verdeckte Operationen, da sie es so ermöglicht, ein ganzes Gebiet wie eine Stadt vollständig zu überwachen, ohne von seinen Zielen bemerkt zu werden. Mit Parallel Existence kann Zoe eine Kopie von sich selbst erschaffen, die unabhängig operieren kann. Diese Kopie kann ebenfalls Eye of the Moon nutzen, um Informationen zu sammeln und diese mittels Gedankenkommunikation in Echtzeit zu verbreiten. Zoe hat damit eine Fähigkeit erlangt, die ihn de facto unsterblich macht, da er sich bei Gefahr an mehreren Orten gleichzeitig befinden kann. Durch seine neuen Fähigkeiten hat Zoe nun die Möglichkeit, wie ein Meisterspion zu agieren, indem er Informationen aus der ganzen Welt in Bild und Ton sammelt und diese ganz schnell an Rimuru effizient weiterleitet. Es ist basically eine bessere Version wie Argos, denkt sich Rimuru. Diese Weiterentwicklung macht ihn zu einem unverzichtbaren Leiter der Geheimdiensteinheit und Rimuru verlieh ihm in Anerkennung seiner Fähigkeiten den neuen Titel Darkness Seer. Seine Toleranzen sind Cancel Melee Attack, Cancel Natural Elements, Cancel Ailments und Cancel Spiritual Attack. Zoe bleibt jedoch weiterhin ein äußerst ernsthafter und pflichtbewusster Charakter, der stets bemüht ist, sich selbst und seine Untergebenen zu verbessern. Während seiner Besprechung mit Rimuru wurde ihm jedoch geraten, mehr auf das Wohl seiner Truppen zu achten und sie nicht wie Werkzeuge zu behandeln. Rimuru betonte, dass es wichtig sei, die Motivation der Truppe zu fördern und ihnen eine gewisse Freude an ihrer Arbeit zu ermöglichen, um ihre Loyalität zu stärken und eine langfristige Bindung zu sichern. Tage später erhielt Rimuru dann einen Freudenbrief von Sokka, die sich herzlich dafür bedankt, dass sie dank Rimuru nicht mehr so von Zoe geknechtet werden. Nach dem ernsten Zoe ist der lustige Gabriel dran. Seine Existenzpunkte belaufen sich nun auf 1.263.824 und er hat sich zu einem Dragon Newt, einem Mid-Level Chaos Elemental Water Spirit Dragon, weiterentwickelt. Er trägt nun den Titel Draculord und steht unter Rimurus Schutz. Gabriel hat im Zuge seiner Weiterentwicklung das Ultimate-Geschenk Moodmaker erhalten. Die Fähigkeit Moodmaker ist eine perfekte Ergänzung für Gabriels Persönlichkeit und umfasst mehrere beeindruckende Fähigkeiten. Hast Unforked, Alter Destiny, Control Unforeseen, Control Space und Multi-Layer Barrier. Besonders herausragend ist die Fähigkeit Alter Destiny, die einmal pro Tag aktiviert werden kann und das Potenzial hat, das Schicksal eines gesamten Kampfes zu wenden, selbst gegen weit überlegene Gegner. Diese Fähigkeit ist so mächtig, dass sie, wenn sie jemand wie Diablo besitzen würde, ihn zu einem der stärksten Kämpfer der Welt machen könnte, denkt sich Rimuru. Gabriels wahre Stärke liegt darin, dass er diese Fähigkeit unbewusst so perfekt einsetzt, dass sie seine Chancen im Kampf entscheidend beeinflusst. Zusätzlich verfügt Gabriel über eine Reihe von Intrinsic Skills, darunter Magic Sense, Keen Sense, Dragon Skin sowie Flame Breath und Thunder Breath, die ihm eine hohe Anpassungsfähigkeit in Kämpfen verleihen. Dank seiner Toleranz gegen Schmerzen, Naturgewalt und spirituelle Angriffe ist Gabriel extrem widerstandsfähig und schwer zu besiegen. Besonders beeindruckend ist Gabriels Umgang mit seiner Waffe, dem Vortex-Speer, einer einzigartigen magischen Lanze auf dem Unicron, die einst das geheime Erbstück der Lizardman-Rasse war. In seinem letzten Kampf gegen Baragar gelang es ihm mit dieser Lanze, die Angriffe der God-Class-Waffe von ihm namens Azure Dragon Spear abzuwehren, was selbst Rimuru überraschte. Diese Leistung lässt vermuten, dass Gabriel unbewusst die Macht seiner Fähigkeiten nutzt, um die Waffe zu schützen und zu verstärken. Aufgrund dieser beeindruckenden Leistung beschloss Rimuru, den Vortex-Speer von Kurobe überarbeiten zu lassen, um ihn mit Crimson Steel zu einer God-Class-Waffe aufzuwerten. Gabriel war überglücklich und überraschte Rimuru unter Tränen seine Waffe, um sie verbessern zu lassen. Die Weiterentwicklung von Gabriels Waffe wird nicht nur seine Kampfkraft steigern, sondern könnte ihm auch helfen, sich zu einem halb spirituellen Lebensform zu entwickeln, was seine Resistenz gegenüber verschiedenen Angriffen erhöhen würde. Auch seine treuen Heaven Flyers, die ihm in der Schlacht zur Seite stehen, haben ihre Stärke ausgebaut und erreichen nun im Durchschnitt über 120.000 Existenzpunkte, wobei einige sogar über 200.000 Existenzpunkte hinausgehen. Diese Unterstützung macht Gabriel zu einem noch wertvolleren Verbündeten für Tempest. Obwohl Gabriel oft für seine übermächtige Art bekannt ist, hat er durch diese Entwicklung bewiesen, dass er ein unverzichtbarer Kämpfer und ein zuverlässiger Anführer ist. Dank seiner neuen Fähigkeiten und der bevorstehenden Aufrüstung seiner Waffe wird er eine noch größere Rolle in den kommenden Schlachten spielen und Tempest weiter stärken. Als nächstes ist die Mauer von Tempest dran. Nach seiner Weiterentwicklung hat Geld eine beeindruckende Steigerung seiner Kräfteerfahrung und sich zu einem noch mächtigen Verteidiger in Tempest entwickelt. Seine Existenzpunkte betragen nun 2.378.749 und er hat sich zu einem Boar-God, einem High-Level Chaos Elemental Aerosol Boar, entwickelt. Er trägt nur den Titel Barrier Lord und steht unter Rimurus Schutz. Dank der von Sie verliehenen Ultimate-Geschenk Beelzebub Lord of Gluttony hat Geld neue mächtige Fähigkeiten erhalten, die ihn zu einem nahezu unüberwindbaren Schild für seine Verbündeten machen. Beelzebub verleiht ihm eine Vielzahl von Fähigkeiten, die ihn sowohl offensiv als auch defensiv stärken. Zu seinen neuen Fähigkeiten zählen unter anderem Hasten
Third, Magic Sense, Lord's Ambition, Ultra Speed Regeneration, Predation, Stomach, Isolate, Demands, Provide, Rod, Iron Wall, Grand Protection, Stand-In, Controlled Space, Multilayer Barrier, Keen Smell und Armorized Body. Diese Fähigkeiten machen Geld zu einem äußerst vielseitigen Kämpfer, der sowohl immense Verteidigung als auch starke Offensivfähigkeiten besitzt. Besonders bemerkenswert ist die Fähigkeit Grand Protection, mit dem er seine Truppen mit einer zusätzlichen Schutzschicht versehen kann. Iron Wall und Stand-In erlauben es ihm, Schaden für seine Kameraden abzufangen und dadurch seine Verbündeten zu schützen. Die Fähigkeit Rod dient sowohl zur Verteidigung als auch zum Angriff, da sie nicht nur eine Barriere errichtet, sondern auch einen mächtigen Gegenangriff ermöglicht. Diese Fähigkeiten sind ideal für jemanden wie Geld, der sich auf seine Verteidigung spezialisiert hat, und sie machen ihn zu einem nahezu unbesiegbaren Schutzschild für Tempest. Gelds Godcast-Rüstung, die nun ein Teil seines Körpers ist, funktioniert ähnlich wie die Kleidung von Dämonen und kann nach Belieben beschworen werden. Sein Meat Cleaver funktioniert ebenso und kann jederzeit neu erschaffen werden, sollte er zerstört werden. Durch diese Verbesserung erhöht sich Gelds EP weiter, insbesondere wenn er seine Ausrüstung aktiviert. Geld hat dieselben Toleranzen wie Beretta und Benimaru. Mit diesen neuen Kräften und Fähigkeiten ist Geld nun in der Lage, selbst mächtige Gegner wie Zoe oder Gabil zu übertreffen und sogar gegen die Engel standzuhalten oder sie zumindest so lange aufzuhalten, dass Verstärkung eintreffen kann. Nach der Mauer ist das Haustier dran. Nach seiner Evolution hat Ranga eine beeindruckende neue Stufe der Macht erreicht und sich zu einem der stärksten verbündeten Rimurus entwickelt. Seine Existenzpunkte belaufen sich auf 4.340.084 und er hat sich zu einem Godwolf, genauer gesagt zu einem High-Level Chaos Elemental Wunsolwolf weiterentwickelt. Er trägt den Titel Starlord und steht weiterhin unter Rimurus Schutz. Dank den Ultimate Skill Hastur, Lord of Starwind, die ihm von Seal subtil unterstützt verliehen wurde, verfügt Ranga nun über außergewöhnliche Kräfte, die seine Position als einer der mächtigsten Kämpfer in Tempest festigen. Die Fähigkeit Hastur verleiht Ranga eine Reihe mächtiger Fähigkeiten, die ihn sowohl im Kampf als auch in taktischen Situationen äußerst vielseitig machen. Zu den neuen Fähigkeiten gehören Hasten Third, Universal Detect, Lord's Ambition, Dominate Weather, Dominate Sound and Wind, Dominate Space und Multilayer Barrier. Besonders beeindruckend ist die Fähigkeit Dominate Weather, die ihm die Kontrolle über das Wetter selbst ermöglicht, was ihn zu einer nahezu unaufhaltsamen Kraft macht. Die Fähigkeit Dominate Sound and Wind erweitert seine Kontrolle über die Elemente und erlaubt ihm sowohl Wind als auch Schall für offensive und defensive Zwecke zu manipulieren. Seine Resistenzen ähneln die der anderen. Ranga hat den Ultimate Skill durch seine ständige Präsenz in Rimurus Schatten und die kontinuierliche Aufnahme von Magicals direkt aus Rimurus Aura erlangt. Diese enge Verbindung hat Rangas Evolution enorm beschleunigt und ihm geholfen, die Schwelle von 4 Millionen EP zu überschreiten, was ihm göttliche Eigenschaften verliehen hat. Ab einem EP-Wert von 2 Millionen wird man im Zuge der Evolution zum Gott. Das erkennt man auch an Rangas neuer Rasse. Er ist ein Godwolf. Obwohl diese neue Macht nicht bedeutet, dass Ranga allmächtig ist, wird er nun als eine Art Symbol der Stärke angesehen. Trotz seiner enormen neuen Kräfte bleibt Ranga bescheiden und seinem Meister treu. Er fühlt sich jedoch schuldig, dass er während des letzten Krieges geschlafen und dadurch Gabuta und sein Team enttäuscht hat. Doch Rimuru versichert ihm, dass niemand ihm einen Vorwurf macht und dass seine neuen Kräfte in zukünftigen Schlachten umso wertvoller sein werden. Nach Ranga wurde Kumara interviewt. Ihre Existenzpunkte belaufen sich nun auf 1.899.944 und sie hat sich zu einem Ninetale, einem High-Level Chaos Elemental Earth Soul Beast, weiterentwickelt. Sie trägt nun den Titel Chimera Lord und steht unter Rimurus Schutz. Dank der von Seal verliehenen Ultimate Geschenk namens Bahamut, Lord of Fantastic Beasts, hat Kumara neue mächtige Fähigkeiten erhalten, die ihre Kontrolle über magische Bestien und das Schlachtfeld erheblich erweitern. Die Fähigkeit Bahamut umfasst 6 beeindruckende Kräfte: Hasten Third, Universal Detect, Lord's Ambition, Dominate Gravity, Dominate Space und Multilayer Barrier. Besonders hervorzuheben ist Dominate Gravity, die ihr ermöglicht, die Schwerkraft großflächig zu kontrollieren und so das Schlachtfeld nach Belieben zu beeinflussen. Diese Fähigkeiten machen Kumara zu einer äußerst vielseitigen Kämpferin, die in der Lage ist, sowohl taktische als auch offensive Strategien zu verfolgen. Kumara hat sich von ihrer früheren Form als Ninehead zu einem Ninetale weiterentwickelt, was ihre Macht erheblich gesteigert hat. Anstatt wie zuvor 8 einzelne magische Bestien zu kontrollieren, hat sie nun vollständige Kontrolle über sie als Teil ihres eigenen Wesens. Jede ihrer 9 Schwänze enthält die Essenz einer Bestie, die sie bei Bedarf befehligen kann. Wenn sie diese Bestien von sich trennt, behalten sie ihre Eigenständigkeit und verfügen jeweils über etwa 200.000 EP, was ihre Kampfkraft verdoppelt, ohne dass Kumara selbst an Stärke verliert. Dadurch bleibt ihre EP über 1 Million, auch wenn sie ihre Bestien aussendet. Ihre neu gewonnene Fähigkeit, die Schwerkraft und den Raum zu manipulieren, passt perfekt zu ihrem Erdelement, was sie zu einer mächtigen Ergänzung im Kampf gegen
gegen mächtige Gegner macht. Obwohl sie noch nicht ganz das göttliche Level erreicht hat, ist sie nahe dran und wird mit weiterem Training sicherlich bald diese Schwelle überschreiten. Trotz ihrer beeindruckenden Macht ist Kumara jedoch noch recht unerfahren. Ihr fehlt es an Kampferfahrung, was sie gegenüber erfahrenen Gegnern wie Zoe benachteiligt. Dennoch ist sie bereits in der Lage, es mit Kämpfern wie Adalman oder Gabil aufzunehmen, was ihr großes Potenzial zeigt. Als noch junge Kämpferin hat sie die Chance, sich weiterzuentwickeln und einer der stärksten Beschützerinnen von Tempest zu werden. Mit ihrer neu gewonnenen Macht und der Fähigkeit, mächtige magische Bestien zu kontrollieren, bleibt Kumara eine vielversprechende Verbündete für die Zukunft. Ihre Fähigkeiten und ihre stetige Entwicklung machen sie zu einem wertvollen Mitglied der 12 Lordly Guardians und einer der vielversprechendsten Kämpferinnen in Rimuros Arsenal. Apitos Existenzpunkte belaufen sich nun auf 775.537. Sie hat sich zu einer Star Wasp, einer Mid-Level Chaos Elemental Winsel Wasp, entwickelt. Apito trägt den Titel Insect Queen und steht unter den Schutz von Sigion. Ihr Unique Skill Motherly Queen wurde durch Seals Eingriff in den Ultimate Geschenk Proserpine weiterentwickelt. Proserpine verleiht Apito eine Vielzahl an verbesserten Fähigkeiten. Hasten Talked, Magic Sense, Keen Sense, Dominant Insect, Army Command, Ultra Speed Action, Lethal Attack, Control Space und Multilayer Barrier. Diese Fähigkeiten machen sie zu einer extrem vielseitigen Kämpferin, die sowohl im direkten Kampf als auch als Anführerin ihrer Insektenarmee effektiv agieren kann. Besonders hervorzuheben sind Dominant Insect und Army Command, die es ihr ermöglichen, ihre Insektenkinder in Schlachten präzise zu kommandieren. Während ihrer Weiterentwicklung musste sich Apito zwischen zwei möglichen Pfaden entscheiden: dem einer Kommandanten, die weiterhin neue Insekten erschaffen kann, oder der einer Kämpferin, die ihre physischen Fähigkeiten maximiert und sich selbst in den Kampf stürzt. Sie entschied sich für den Weg der Kämpferin, um ihre Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld direkt einzusetzen, während ihre Kinder nun die Fähigkeit Birth Kinfolk besitzen, um weiterhin neue Insekten zu erzeugen. Ihre ursprüngliche Fähigkeit, Nachkommen zu gebären, ging durch die Weiterentwicklung verloren, doch sie kann weiterhin auf traditioneller Weise Nachfolger zeugen. Apito war erleichtert, dass sie ihre Armee weiterhin vergrößern kann und erklärte mit großer Entschlossenheit, sich selbst an die Front zu stellen. Dank ihrer neuen Fähigkeiten und ihrer gesteigerten Kampfkraft hat Apito nun das Potenzial, Gegner bald über dem Niveau eines gewöhnlichen Dämonenkönigs herauszufordern. Sie ist zu einer wertvollen Anführerin und Kämpferin in Tempest geworden, bereit in zukünftigen Schlachten eine Schlüsselrolle zu übernehmen und ihre Loyalität gegenüber Rimuru unter Beweis zu stellen. Nachdem Sigion im Alleingang das Labyrinth gerettet, wusste man, dass er sich zu einem der mächtigsten Krieger Tempest entwickelt hat. Seine Existenzpunkte belaufen sich nun auf 4.988.856, was ihn zu einer der stärksten Verbündeten von Rimuru macht, direkt hinter Benimaru. Er trägt den Titel Mist Lord und gehört zur Rasse der Microgods, einer High-Level Chaos Elemental Water Soul Insect. Er steht unter dem Schutz von Rimuru und beherrscht die Water Soul Magic. Durch seine Weiterentwicklung hat Sigion den Ultimate Skill Mephisto Lord of Illusion erlangt. Diese Fähigkeit umfasst eine Vielzahl hochentwickelter Fähigkeiten: Hasten Forked, Universal Detect, Lord's Ambition, Dominant Water and Lightning, Dominant Dimensions, Multidimensional Barrier, All of Creation, Spiritual Domination und Fantastical World. Besonders bemerkenswert ist seine Fähigkeit, eine eigene Fantastical World zu erschaffen. Eine weltumfassende Fähigkeit, die ihm nahezu absolute Kontrolle in seiner Umgebung verleiht. Diese Fähigkeit ist extrem selten und macht ihn auf dem Schlachtfeld nahezu unbesiegbar. Diese hat er zum Beispiel gegen Dino eingesetzt. Genau dieser Skill war dafür verantwortlich, dass keines seiner Skills funktioniert hat. Eine der gefährlichsten Techniken, die Sigion beherrscht, ist Dream End, eine von ihm selbst entwickelter Fluch und deswegen von Rimuru nicht sofort replizierbar. Es beendet sofort das Leben des Ziels, wenn diese eine vorher festgelegte Aktion ausführt. Dieser Fluch erfordert keine weitere Aufsicht durch Sigion, sondern wird automatisch aktiviert, sobald das Ziel eine verbotene Handlung begeht. Das hat er heimlich gegen Dino ohne sein Wissen angewendet. Wir Leser haben das auch nicht zu einem Zeitpunkt erfahren. Im Fall von Dino bedeutet dies, dass jede Mordabsicht gegenüber einem von Rimurus Gefährten den sofortigen Tod zur Folge hätte. Dieser Fluch könnte sogar Yukis Anti-Skill umgehen, was seine Macht und Unberechenbarkeit verdeutlicht. Dream End ist ein Weltskill, ein Skill so rar, dass sogar Rimuru Tempesto keine hat. Aber er will natürlich eine, zu dem Ziel erstmal nichts sagte. Auch bemerkenswert ist die Multidimensional Barrier. Die Multidimensional Barrier, angewendet von Sigion, ist eine der beeindruckendsten Schutzfähigkeiten, die in der Welt von Tensura existieren. Sigion nutzt sie, um sich selbst und sein Umfeld mit einem nahezu unzerstörbaren Schild zu sichern. Diese Barriere, die aus mehreren Dimensionen besteht, schützt ihn vor physischen, magischen und spirituellen Angriffen und neutralisiert selbst die mächtigsten Kräfte seiner Gegner. Durch die Verschmelzung von Regeln und Mechanismen aus verschiedenen Dimensionen
Dimensionen schafft Sigon eine Verteidigung, die nicht nur undurchdringlich ist, sondern auch die Gesetze der Realität manipuliert, um Angriffe vollständig zu negieren. Die Stärke der Multidimensional Barrier übertrifft sogar die von Uriel. Sigons Stärke liegt nicht nur in seinen Fähigkeiten, sondern auch in seiner meisterhaften Nahkampfkunst. Er nutzt seine Fähigkeiten, um Schwächen auszugleichen und taktische Vorteile zu schaffen. Seine Kontrolle über Wasser und Blitz sowie seine Fähigkeit, die Dimensionen zu beherrschen, machen ihn auf nahezu jedem Schlachtfeld unschlagbar, insbesondere an Orten, wo Wasser in der Luft vorhanden ist. Seine Angriffe könnten die Körper seiner Gegner direkt beeinflussen, da Wasser einen Großteil des menschlichen Körpers ausmacht. Seine körperliche Hülle besteht aus Crimson Steel, das stärkste Metall im ganzen Tensei Shitara Slam Ken-Universum. Ein göttliches Metall, das ihn widerstandsfähiger macht und ihn gleichzeitig mit nahezu unzerstörbarer Verteidigung ausstattet. Trotz seiner immensen Stärke bleibt Sigon bescheiden und loyal gegenüber Rimuru, den er fast wie eine Gottheit verehrt. Diese Hingabe und sein unaufhörliches Streben nach Perfektion machen ihn zu einem der verlässlichsten und mächtigsten Mitglieder von Tempest. Im Gespräch mit Rimuru war Sigon davon überzeugt, dass Rimuru alles bis ins kleinste Detail geplant hat. Damit ist gemeint, dass Dinos Angriff genau zu dem Zeitpunkt kam, als Sigon seine Weiterentwicklung abgeschlossen hat, als hätte Rimuru das perfekt und akkurat geplant. Rimuru denkt sich nur, dass er ihm viel zu viel Anerkennung gibt. Wie soll man sowas planen, denkt sich Rimuru. Im Kampf gegen Dino findet Rimuru, hat Sigon sich sehr gut geschlagen. Sigon erwidert dem aber, dass Rimuru ihn wahrscheinlich mit einer einzigen transdimensionalen Attacke easy hätte besiegen können, aber Sigon netterweise den Vortritt gelassen hat. What the hell, Transdimension, was? Ich kann das nicht, unterschätzt sich Rimuru mal wieder. Für Sigon ist ein Gespräch mit Rimuru, als würde er eine persönliche Audienz mit Gott haben und er kann sich nicht erklären, warum. Sigon ist der ultimative Kämpfer von Tempest. Er ist das Ergebnis von Rimurus Ziel und Veldoras Mio und meiner persönlichen Meinung nach der stärkste in Tempest. Die wahren Drachen natürlich ausgenommen. Ein kleiner Zwischenfazit. Was ist Ziel bitte für ein übermächtiger Charakter? Er verteilt Ultimate Skills, als wären wir auf einem Bazar. Ich war auch ein Ultimate Skill. Der nächste Kandidat ist ein weiterer Rimuru-Verehrer namens Aldaimon. Nach seiner jüngsten Entwicklung weist Aldaimon Existenzpunkte von 877.333 auf, was ihn in die Liga eines erwachten Dämonenkönigs hebt. Er trägt nun den Titel Gehenna Lord und gehört zur Rasse der Wichte, was ihn zu einem Mid-Level Chaos Elemental Light Soul Bones macht. Durch Rimurus Schutz und der Beherrschung von sowohl der Nekromantie als auch der heiligen Magie hat sich sein Einflussbereich enorm erweitert. Dank der Intervention von Ziel hat Aldaimon den Ultimate Geschenk Necronomicon erhalten. Diese mächtige Fähigkeit umfasst eine Vielzahl nützlicher Fähigkeiten: Hasten Third, Universal Detect, Lord's Ambition, Cast Cancel, Analyze and Assess, All of Creation, Mental Strike, Holy Evil Inversion und Dominate Dead. Mit dieser Fähigkeit ist er in der Lage, sowohl Nekromantie als auch heilige Magie ohne Zauberzeit zu wirken, was seine Kampfkraft drastisch erhöht. Zusätzlich wurde seine Herrschaft über die Toten verstärkt, was seine untoten Armee noch schlagkräftiger macht. Die Fähigkeit Holy Evil Inversion erlaubt es ihm, seine Elemente nach Belieben zu ändern, was ihm sowohl in offensiver als auch in defensiver Hinsicht immense Flexibilität verleiht. Das Ultimate Geschenk Necronomicon ist eng mit Grimoire, der Fähigkeit, die Ziel dem Magier Gadora verliehen hat, verwandt. Beide Fähigkeiten ergänzen sich perfekt und verstärken die magischen Forschungskapazitäten der beiden eng befreundeten Gelehrten, die oft gemeinsam in alten magischen Texten stöbern. Mental Strike ist eine Art Insta-Kill-Attacke, die sich direkt auf den astral- oder spirituellen Körper auswirkt. Neben Aldaimon haben auch seine treuen Gefährten Alberto und Venti bedeutende Upgrades erhalten. Ihre Loyalität zu Aldaimon geht weit über eine gewöhnliche Gefolgschaft hinaus, da ihre Existenz untrennbar mit seinem Überleben verknüpft ist. Stirbt Aldaimon, so würde auch ihr eigenes Leben erlöschen, doch solange er existiert, sind sie in der Tat unsterblich. Alberto hat sich zu einem mächtigen Gehenna-Paladin entwickelt. Seine Existenzpunkte belaufen sich auf 682.639 mit einem zusätzlichen Boost von 600.000 EP durch sein Spirit Sword, welche bereits God Class erreicht hat. Er gehört zur Rasse der Wichte, spezifisch als Flame Soul Man, und steht unter Rimurus Schutz. Sein Ultimate Geschenk Immortality verleiht ihm außergewöhnliche Fähigkeiten wie Hasten Third, Full Reincarnation und Servant Immortality. Diese Fertigkeiten ermöglichen ihm nicht nur blitzschnelles Denken, sondern auch die vollständige Wiedergeburt, was ihn zu einem nahezu unbesiegbaren Krieger macht. Als meisterhafter Schwertkämpfer hat Alberto ein großes Potenzial, seine Fähigkeiten weiter auszubauen, insbesondere wenn seine EP in Zukunft weiter steigen wird. Venti, der mächtige Gehenna Dragon, trägt den Titel Dragon Lord of the Underworld. Seine Existenzpunkte betragen beeindruckende 984.142. Wie Alberto steht auch Venti unter dem Schutz von Rimuru, verfügt über den Ultimate Geschenk Eternity, die ihm Fähigkeiten wie Hasten Third, Full Reincarnation und Servant Immortality verleiht. Dieser Ultimate Gift macht ihn zu einem unverzichtbaren Verbündeten, der sowohl über außergewöhnliche magische als auch physische Fähigkeiten verfügt. Als Drache der Unterwelt ist Venti besonders effektiv darin, die Feinde Tempest zu überwinden
überwältigen und das Schlachtfeld zu dominieren. Durch ihre Weiterentwicklungen haben sowohl Alberto als auch Venti starke Verteidigungsfähigkeiten erlangt, die sie nahezu unsterblich machen. Ihr Ultimate-Geschenk beschleunigt nicht nur ihr Denkvermögen, sondern ermöglichen es ihnen auch nach dem Tod wiedergeboren zu werden, solange Adalman selbst unversehrt bleibt. Diese besondere Verbindung zu Adalman stellt sicher, dass sie ihm in jeder Schlacht als unerschütterlicher Verteidiger zur Seite stehen. Das krasse Trio beiseite ist unser Chefkoch dran. Nach ihrer beeindruckenden Weiterentwicklung hat sich Shion zu einer der mächtigsten Kämpferinnen in Tempest entwickelt. Ihre Existenzpunkte belaufen sich auf 4.229.140 zuzüglich weiterer 1.008 Existenzpunkte durch ihre göttliche Waffe Gorikimaru Divine. Sie trägt den Titel Warlord und gehört zur Rasse der Battle Gods, einer High-Level Chaos Elemental Battle Soul Ogre. Unter dem Schutz von Rimuru steht sie an vorderster Front und nutzt ihre Fähigkeit der Divine Battle Magic. Obwohl Shion kein Ultimate Skill besitzt, setzt sie weiterhin auf ihre Unique Skill Master Chef, die ihr eine außergewöhnliche Macht verleiht. Diese Fähigkeit erlaubt es ihr, die Realität nach ihrem Willen zu formen und jegliche Objekte oder Situation nach Belieben zu verändern. Dank dieser Macht bleibt Shion selbst ohne ein Ultimate Skill eine tödliche Bedrohung für ihre Gegner. Ihre Toleranzen umfassen Cancel Melee Attack, Cancel Elements, Cancel Spiritual Attack, Cancel Natural Elements und Resist Chaos Attack, was sie im Kampf nahezu unangreifbar macht. Shions Stärke liegt nicht nur in ihren magischen Fähigkeiten, sondern auch in ihrer überragenden körperlichen Kraft. Ihre Fähigkeit der Infinite Regeneration sorgt dafür, dass sie selbst in den härtesten Schlachten unermüdlich weiterkämpfen kann, da sie sich ständig selbst heilt und über einen nahezu unerschöpflichen Vorrat an Magiekraft verfügt. Ihre enorme EP-Menge macht es nahezu unmöglich, sie in einem direkten Kampf zu besiegen, da Versuche, ihre Energie auszuschöpfen, bei ihrer gewaltigen Magiekraft schnell ins Leere laufen. Seal hat sich entschieden, Shions Fähigkeit Master Chef nicht weiterzuentwickeln, da eine Aufwertung dieser Fähigkeit dazu führen könnte, dass Shion Kräfte erlangt, die selbst Rimuru gefährlich werden könnten. Diese Entscheidung zeigt, wie mächtig Shion bereits jetzt ist. So mächtig, dass selbst Seal zögert, ihre Fähigkeiten noch weiter auszubauen. Master Chef ist schon in seiner jetzigen Form so mächtig, dass es keine dringende Notwendigkeit gibt, ihre Fähigkeiten weiter zu verstärken. Trotz ihrer unglaublichen Stärke bleibt Shion stets loyal und voller Hingabe gegenüber Rimuru. Ihre impulsive Natur und ihr starker Wille, sich zu beweisen, führen jedoch oft zu unvorhergesehenen Situationen. So handelte sie oft eigenmächtig, wie beispielsweise bei der unerwarteten Anberufung eines Treffens mit Masayoki, das Rimuru zunächst überrumpelt hat, weil er keinen Bock hat, mit Valkyrie konfrontiert zu werden, die bereits wieder zurück ist. Ihre Leidenschaft und ihr unerschütterlicher Glaube an Rimuru treiben sie dazu, stets das Beste für ihn und Tempest zu erreichen, auch wenn sie manchmal etwas übereifrig agiert. Ihr dachtet vielleicht, dass Adalman Rimuru am meisten anhimmelt, aber der Nummer 1 Fan von Rimuru ist immer noch Diablo. Der Typ hat sich davor gedrückt, an den Kämpfen teilzunehmen, woran die Zukunft von Tempest hängt, nur um Rimuru beim Kämpfen zu beobachten. Bevor Rimuru das Gespräch mit den Primals führt, hatten die vier einen intensiven Kampf, selbst die Kleidung von Ultima und Carrera war teils gerissen. Wenn man beachtet, dass die Kleidung Teil ihrer magischen Energie ist, dann muss der Kampf sehr hart gewesen sein. Als erstes spricht Rimuru mit Diablo, mit Existenzpunkten von 6.666.666 und der Rasse eines Demon Gods, genauer gesagt ein Primal Demon vom Typ Devil Lord, gehört er zu den absolut stärksten Verbündeten Rimurus. Und ja, Rimuru hat sich gedacht, dass er bei seiner EP mächtig geschummelt haben muss. Der Teufel in Person kann sogar möglicherweise seine EP beeinflussen, etwas, was sogar Veldora nicht geschafft hat. Gleich dazu mehr. Sein Titel lautet Demon Lord und er steht unter dem persönlichen Schutz von Rimuru. Diablo beherrscht sowohl Dark Magic als auch Elemental Magic und verfügt über nahezu unüberwindliche Toleranz gegen verschiedene Angriffe, darunter Cancel Melee Attack, Cancel Elements, Cancel Spiritual Attack, Cancel Natural Elements und Resist Chaos Attack. Durch seine Weiterentwicklung hat Diablo den Ultimate Skill Azazel, Lord of Temptation, erlangt. Diese Fähigkeit umfasst eine beeindruckende Palette an hochentwickelter Skills. Lord's Ambition, Control Dimension, Multidimensional Barrier, All of Creation, Dominant Punishment, Dominant Charm und die mächtige World of Temptation. Diese Kombination macht Diablo zu einem nahezu unbesiegbaren Gegner, der die Realität nach seinem Willen verzerren und Feinde mit seiner unermesslichen Macht manipulieren kann. Rimuru findet, dass Diablo der stärkste von seinen Untergebenen ist und vielleicht sogar stärker als er selbst, weil er seiner Meinung nach nur wegen Seal so stark ist. Was Diablo besonders gefährlich macht, ist nicht nur die bloße Stärke seiner Fähigkeiten, sondern auch seine meisterhafte Beherrschung derselben. Seine Fähigkeit Control Dimensions ermöglicht es ihm, den Raum nach Belieben zu verändern. Die World of Temptation erschafft eine virtuelle Welt, in der er direkt das Bewusstsein seiner Gegner beeinflussen kann. Durch seine Weiterentwicklung dieser Fähigkeit kann Diablo diese virtuelle Welt in die Realität überführen, sodass alle innerhalb dieser Welt erlittenen Schäden real werden. Diese Fertigkeit machen ihn zu einem taktischen Genie auf dem Schlachtfeld, das seine Gegner in die Knie zwingt, bevor sie überhaupt wissen, was sie trifft. Trotz seiner überwältigenden Macht bleibt Diablo seiner treuen Hingabe zu Rimuru verpflichtet. Diese Loyalität geht so weit, dass er bereit ist, sich selbst in den Schatten zu stellen, um seinen Meister zu dienen. Dennoch besitzt Diablo eine tiefe Leidenschaft
Leidenschaft für Kämpfe und genießt jede Gelegenheit, seine Kräfte zu testen, sei es gegen mächtige Gegner wie Segon oder Benimaru. Ein Trainingskampf zwischen diesen dreien wäre sicherlich ein Spektakel, bei dem ganze Landstriche verwüstet werden könnten, ohne dass die Kämpfer ernsthaft Schaden nehmen, denkt sich Rimuru. Neben seiner eigenen Entwicklung hat Diablo nun auch Ghidorah in sein Gefolge aufgenommen. Nach einem beinahe tödlichen Vorfall im letzten Krieg hat Diablo ihn durch eine Reinkarnation in einen Metal Demon verwandelt. Dies verschaffte Ghidorah nicht nur ein neues Leben, sondern auch eine deutliche Steigerung seiner magischen Fähigkeiten. Diablos Motivation dahinter war, Ghidorah vor allem möglichen Verrat zu bewahren und ihn zu einem loyalen Leader zu machen, der sein volles magisches Potenzial unter seiner Führung entfalten kann. Diablo ist zweifellos einer der stärksten Kämpfer in Rimurus Arsenal, ein unverzichtbarer Verbündeter, dessen Loyalität und Macht die Grenzen des Vorstellbaren sprengen. Unsere Waifu Testarossa hat eine EP von 3.333.124. Es hat sich seit dem Kampf gegen Weltgrund verdreifacht und sie gehört somit zu den stärksten Kämpfern im Dienst von Rimuru. Ihre Rasse ist die eines Demon Gods, genauer gesagt eines Primal Demons von Typ Devil Lord. Sie trägt den Titel Killer Lord und steht unter dem Schutz von Rimuru. Testarossa beherrscht sowohl Dark Magic als auch Elemental Magic, was sie zu einer extrem vielseitigen und gefährlichen Gegnerin macht. Ihre Toleranz umfasst den Cancel Melee Attack, Cancel Ailments, Cancel Spiritual Attack, Cancel Natural Elements und Resist Chaos Attack, wodurch sie nahezu unverwundbar gegenüber verschiedenen Angriffen ist. Durch ihre Weiterentwicklung hat Testarossa den Ultimate Skill Billia, Lord of the Underworld, erlangt. Diese beeindruckende Fähigkeit umfasst eine Vielzahl mächtiger Skills: Hasten Third, Universal Detect, Lord's Ambition, Control Dimension, Multidimensional Barrier, All of Creation, Dominate Life und die extrem seltene World of the Dead. Diese Weltfähigkeit erlaubt es ihr, eine eigene Umgebung zu schaffen, in der sie nahezu absolute Kontrolle besitzt. In dieser Welt des Todes kann sie Gegner vollständig unter ihrer Kontrolle bringen und ihre Macht bis ins Unermessliche steigern. World of the Dead ist besonders gefährlich, da sie es Testarossa ermöglicht, die Lebensenergie ihrer Feinde zu dominieren und zu manipulieren. Diese Fähigkeit macht sie auf dem Schlachtfeld nahezu unaufhaltsam, da sie nicht nur physische, sondern auch spirituelle Angriffe auf eine Art und Weise abwehren kann, die ihre Gegner hilflos zurücklässt. Dominate Life ist eine Fähigkeit, die perfekt zu Testarossa passt, da sie ihre ohnehin unermessliche Macht auf ein noch gefährlicheres Level hebt. Mit dieser Fähigkeit kann Testarossa die Lebenskraft ihrer Gegner vollständig kontrollieren und manipulieren, was sie zu einer absoluten, unaufhaltsamen Präsenz auf dem Schlachtfeld macht. Sie ist in der Lage, den Willen ihrer Feinde zu brechen, ihre Gedanken zu unterwerfen und sie zu willenlosen Werkzeugen zu degradieren. Für Testarossa bedeutet dies nicht nur einen taktischen Vorteil, es ist ein Spiel der Dominanz, bei dem sie ihren Gegnern ihre eigene Unterlegenheit vor Augen führt. Körper und Geist werden ihm vollständig ausgeliefert und jeder Widerstand wird mühelos erstickt. Noch beeindruckender ist ihre Fähigkeit, die Lebensenergie ihrer Gegner direkt zu manipulieren. Testarossa kann diese Energie schwächen, stehlen oder vollständig zerstören, was es ihr ermöglicht, Gruppen von Feinden mühelos auszuschalten. Mit einem kühlen Lächeln und präzisem Kalkül nimmt sie ihnen alles, ihre Kraft, ihre Hoffnung und letztendlich ihr Leben. Was Testarossa jedoch wirklich gefährlich macht, ist ihre strategische Intelligenz und ihre Fähigkeit, ihre Kräfte präzise und effektiv einzusetzen. Ihr diplomatisches Geschick hat sie bereits mehrfach in Verhandlungen unter Beweis gestellt, besonders wenn es um die Beziehung zu den westlichen Nationen oder dem Imperium geht. Ihre Fähigkeit, komplexe Situationen schnell zu analysieren und Lösungen zu finden, macht sie zu einer unverzichtbaren Stütze in der Verwaltung von Tempests Angelegenheiten. Ihre treuen Untergebenen Moss und Cyan haben ebenfalls bemerkenswerte Fähigkeiten. Moss, ein Demon Peer mit dem Titel Empress Art, hat eine EP von über 1 Million und beherrscht Dark Magic sowie Elemental Magic. Er besitzt den Unique Skill Ghidorah, die ihm erlaubt, Informationen und Ressourcen effizient zu sammeln. Cyan, ebenfalls ein Demon Peer, trägt den Titel Empress Secretary und verfügt über eine EP von 286.596. Der Unique Skill Recorder ermöglicht es ihm, wichtige Informationen und Ereignisse akribisch aufzuzeichnen. Nach diesem beeindruckenden Trio kam Ultima dran. Mit Existenzpunkten von 2.668.816 gehört sie zu einer der stärksten an Tempest. Ihre Rasse ist die eines Demon Gods und sie trägt den Titel Pain Lord. Ultima steht unter dem Schutz von Rimuru und beherrscht sowohl Dark Magic als auch Elemental Magic, was sie zu einer äußerst vielseitigen und gefährlichen Gegnerin macht. Ihre Toleranz umfasst den Cancel Melee Attack, Cancel Ailments, Cancel Spiritual Attack, Cancel Natural Elements sowie Resist Chaos Attack, was sie nahezu immun gegen verschiedenste Angriffsarten macht. Durch ihre Evolution hat Ultima den Ultimate Skill Samael, Lord of Deathly Poison, erlangt. Diese Fähigkeit umfasst eine Vielzahl tödlicher Skills, darunter Hasten Third, Universal Detect, Lord's Ambition, Control Dimensions, Multidimensional Barrier, Detect Weakness, Craft Poison und die verheerende World of Destruction. Diese Fähigkeiten sind nahezu ausschließlich auf Zerstörung und Tötung ausgerichtet, was Ultima zur perfekten Kriegerin in einem Kampf auf Leben und Tod macht. Craft
Craft Poison ist eine besonders gefährliche Fähigkeit, da sie es Ultima ermöglicht, sofort das perfekte Gift für ihre Gegner zu erschaffen, sobald sie deren Schwachstellen erkannt hat. Durch die Kombination von Detect Weakness und Craft Poison kann sie ihre Feinde in kürzester Zeit ausschalten, ohne ihnen eine Chance zur Gegenwehr zu lassen. Am beeindruckendsten ist jedoch ihre Fähigkeit World of Destruction. Diese weltumfassende Fähigkeit ermöglicht es ihr, nahezu jeden Gegner sofort zu vernichten, mit Ausnahme von rein spirituellen Wesen. Diese Fähigkeit kann alles und jeden auslöschen und ist eine extrem gefährliche Waffe, die jedoch mit Bedacht eingesetzt werden muss. Rimuru selbst hat entschieden, dass diese Fähigkeit nicht benutzt werden darf und deswegen versiegelt werden muss, da sie zu verheerend ist, um sie leichtfertig einzusetzen. Glücklicherweise stimmte Ultima diesem Verbot bereitwillig zu, da sie lieber durch ihre eigenen Fähigkeiten und Taktiken im Kampf triumphiert, anstatt jeden Gegner ohne Herausforderung zu besiegen. Ultima zeichnet sich nicht nur durch ihre zerstörerische Kraft aus, sondern auch durch ihre unstillbare Lust am Kampf. Sie lebt für die Herausforderung und liebt es, ihre Feinde zu überwältigen und zu vernichten. Ihre Loyalität zu Rimuru ist unerschütterlich und sie genießt es, seine Anerkennung zu erhalten, was sie noch mehr motiviert, sich weiterzuentwickeln und stärker zu werden. Auch ihre treuen Diener haben beeindruckende Fähigkeiten. Veyron mit einer AP von 882.869 ist ein Demon Peer und trägt den Titel Poison Princess Butler. Er beherrscht Dark Magic und Elemental Magic und besitzt ein Ultimate Geschenk Artist, die es ihm erlaubt, kreativ und flexibel im Kampf zu agieren. Seine Toleranzen machen ihn Resistenz gegen eine Vielzahl von Angriffen. Sonder mit einer IP von über 300.000 ist ebenfalls ein Demon Peer und dient als Poison Princess Chef. Sein Unique Skill Fusionist ermöglicht es ihm, Verbündete auf magische Weise zu heilen und zu unterstützen, indem er Wunden sofort verschließt. Diese Fähigkeit unterscheidet sich stark von Xions Master Chef Fähigkeit und ist eher darauf ausgelegt, in kritischen Situationen Verbündeten das Leben zu retten. Durch ihre Weiterentwicklung und die Unterstützung ihrer Untergebenen ist Ultima eine unaufhaltsame Kraft auf dem Schlachtfeld. Ihre Fähigkeiten und ihre Lust am Kampf machen sie zu einer tödlichen Bedrohung für jeden, der sich Tempest in den Weg stellt. Der letzte Primal ist der Raufbold der Truppe, Carrera. Mit Existenzpunkten von 7.013.351 plus 3,37 Millionen durch ihre Golden Gun übertrifft sie selbst Diablo und steht nun an der Spitze der stärksten Kämpfer im Dienst von Rimuru. Sie ist die einzige von Rimurus Untergebenen, die wahrhaftig die 10 Millionen übersteigt. Ihre Rasse ist die eines Demon Gods, genauer gesagt ein Primal Demon von Typ Devil Lord, und sie trägt den Titel Menace Lord. Carrera steht unter Rimurus Schutz und beherrscht sowohl Dark Magic als auch Elemental Magic, was sie zu einer vielseitigen und äußerst gefährlichen Gegnerin macht. Ihre Toleranzen umfassen Cancel Melee Attack, Cancel Elements, Cancel Spiritual Attack, Cancel Natural Elements und Resist Chaos Attack, wodurch sie gegen nahezu jede Art von Angriff immun ist. Durch ihre Weiterentwicklung hat Carrera den Ultimate Skill Abaddon, Lord of Destruction, erlangt. Diese außergewöhnliche Fähigkeit umfasst eine beeindruckende Bandbreite an Fähigkeiten. Hasten Fragt, Universal Detect, Lord's Ambition, Control Dimensions, Multidimensional Barrier, Suppose Boundary und die besonders gefährliche Dimensional Rupture. Letztere Fähigkeit ermöglicht es ihr, durch mächtige Schutzbarrieren hindurchzudringen und ihre Gegner mit verheerenden Angriffen zu überwältigen. Diese zerstörerische Kraft ist so immens, dass sie sogar die widerstandsfähigen Ebenen von Labyrinth Labyrinth beschädigen könnte, was ihre ungeheure Macht eindrucksvoll unter Beweis stellt. Dimension Rupture macht Carrera zu einer nahezu unaufhaltsamen Kraft auf dem Schlachtfeld. Kombiniert mit ihrer Beherrschung von destruktiver Magie kann sie Angriffe entfesseln, die nur die mächtigsten Wesen überleben könnten. Ihre Fähigkeiten konzentrieren sich vollständig auf die offensive Vernichtung ihrer Feinde, was sie zu einer absoluten Bedrohung für jeden Gegner macht, der es wagt, sich ihr entgegenzustellen. Was Carrera jedoch wirklich einzigartig macht, ist ihre unerschütterliche Loyalität gegenüber Rimuru. Trotz ihrer arroganten und oft rücksichtslosen Art zeigt sie eine tiefe Hingabe für ihren Meister. Nach ihrem harten Kampf gegen Konto, dem gefährlichsten Gegner des Imperiums, ist Carrera entschlossen, ihre neuen Kräfte zu nutzen, um Tempest vor zukünftigen Bedrohungen zu schützen. Sie sieht es als ihre Pflicht an, Rimuru für die Macht, die sie durch ihn erlangt hat, zu danken und ihm treu zu dienen. Diese Loyalität erstreckt sich auch auf ihre Untergebenen Agera und Esprit, die durch Carreras Führung ebenfalls bedeutenden Stärken entwickelt haben. Agera, ein Demon Peer mit einer EP von 733.575, trägt den Titel Tyrant's Master und beherrscht die mächtige True Battle Magic. Mit seinem Ultimate Geschenk Blade Transform könnte er selbst gegen starke Gegner wie den pseudo-erwachten Claimern bestehen. Seine Toleranzen umfassen den Schutz vor physischen und spirituellen Angriffen sowie die Resistenz gegenüber natürlichen und chaotischen Elementen, was ihn zu einem furchterregenden Krieger macht. Esprit, ein weiterer Demon Peer mit einer IP von 552.137, trägt den Titel Tyrant's BFF und ist Meisterin der Dark Magic und Elemental Magic. Ihr Unique Skill Observer ermöglicht es ihr, komplexe Situationen schnell zu analysieren und wertvolle Informationen zu sammeln, was Carrera auf dem Schlachtfeld einen strategischen Vorteil verschafft. Die Beziehung zwischen Carrera und Esprit ist weniger formell
informell und ähnelt einer freundschaftlichen Bindung, was ihre Zusammenarbeit noch effektiver macht. Die Kombination aus Carreras zerstörerischer Kraft und strategischem Scharfsinn sowie der Loyalität ihrer Untergebenen macht sie zu einer unschätzbaren Verbündeten für Rimuru. Ihre Bereitschaft, alles zu tun, um Tempest zu schützen, sowie ihre Fähigkeit, selbst die stärksten Feinde zu überwältigen, machen sie zu einer der gefährlichsten und zugleich verlässlichsten Kräfte in Tempest. Aber nicht nur Rimurus Untergebene haben sich weiterentwickelt, sondern auch Rimuru. Und damit meine ich nicht die Weiterentwicklung zu einer Drachenart, nein. Damit meine ich, dass er sich, nachdem er sich zum 5. wahren Drachen weiterentwickelt hat, nochmal stärker geworden ist. Mit einem beeindruckenden Existenzpunktwert von 8.681.123, der durch sein Dragon Sword um weitere 2,28 Millionen EP erhöht wird, gehört Rimuru nun zu den mächtigsten Wesen der Tensei Shitara Slime der Kennwelt. Seine neue Rasse, der Highest Level Chaos Elemental Ultimate Slime, spiegelt seine stetige Entwicklung dar. Rimuru trägt den Titel Chaos Creator und steht unter dem Schutz von The Grace of Friendship, was ihm zusätzliche Macht verleiht. Durch die Integration und Optimierung seiner Fähigkeiten hat Rimuru jetzt Zugang zu 2 Ultimate Skills: Azathoth, Lord of the Void, und Shub Niggurath, Lord of Abundance. Diese neuen Kräfte sind das Resultat der Verschmelzung der vorherigen Fähigkeiten Raphael und Belzebub sowie der Kräfte von Weltraum Belgrind. Die Fähigkeit Azathoth verleiht ihm absolute Kontrolle über das Chaos, indem sie Techniken wie Soul Glutton und Void Collapse umfasst. Soul Glutton erlaubt es ihm, die Seelen seiner Gegner vollständig zu absorbieren, während Void Collapse eine alles vernichtende Kraft freisetzt, die eine Welt ins absolute Chaos stürzen kann. Ein weiteres faszinierendes Element von Azathoth ist die Fähigkeit Complex Space, eine erweiterte Version von Rimurus früheren Stormage und Isolate Fähigkeiten. Dies ermöglicht es ihm, ein dimensionsübergreifendes Gefängnis zu schaffen, das alles isolieren kann, was ihm gefährlich werden könnte. Kombiniert mit Control Dimensions, die ihm Zugang zu Raum und Zeit verschafft, sowie der Multi-Dimensional Barrier, die eine mehrschichtige Verteidigung bietet, ist Rimuru nun nahezu unverwundbar. Mit Shub Niggurath kann Rimuru alle Fähigkeiten seiner Untergebenen nutzen und sie andersrum auch vergeben. Azathoth und Shub Niggurath sind 2 übermächtige Charaktere aus dem Cthulhu-Mythos. Wenn wir diese beiden Entitäten betrachten, von denen Rimurus Ultimate Skill inspiriert sind, lässt uns das erahnen, wie mächtig Rimuru werden kann. Im Cthulhu-Mythos von H.P. Lovecraft verkörpern Azathoth und Shub Niggurath 2 der mächtigsten und furchterregendsten Entitäten, die die Grenzen des menschlichen Verständnisses sprengen. Azathoth, oft als Demon Sultan und blinder Idiotengott bezeichnet, thront im Zentrum des Universums, umgeben von chaotischen Tänzern und begleitet von Klang abscheulicher Flöten. Er wird als die ultimative Verkörperung des Chaos und der Zerstörung angesehen. Seine bloße Existenz hält die Realität zusammen und es wird angenommen, dass das Universum lediglich ein Traum von Azathoth ist. Sollte er jemals erwachen, würde alles ins Nichts zerfallen. Auf Wizards Battle Wiki ist er auf Tier 0 eingestuft. Meine Powerscaler wissen ganz genau, was das bedeutet. Er ist ein Wesen, was über allem steht, fern von jeglicher dimensionaler Physik. Fern von irgendwelchen abstrakten Konzepten wie Raum und Zeit thront Azathoth über die Welt. Shub Niggurath, bekannt als die schwarze Ziege der Wälder mit den 1000 Jungen, ist eine perverse Fruchtbarkeitskönigin. Sie wird als eine riesige amorphe Masse beschrieben, die ständig abscheuliche Kreaturen hervorbringt. Shub Niggurath ist einer der am weitesten verehrten Entitäten im Mythos. Ihre Anbeter umfassen sowohl Menschen als auch nichtmenschliche Rassen. Sie gilt als Mutter unzähliger abscheulicher Kreaturen und hat eine zentrale Rolle in verschiedenen Kulten und Ritualen. Beide Entitäten verkörpern die unermessliche und unverständliche Macht des kosmischen Horrors, der den Cthulhu-Mythos durchdringt. Ihre bloße Existenz stellt die Bedeutung und den Platz der Menschheit im Universum in Frage. Shub Niggurath ist auf Wizards Battles auf High 1A eingestuft, eine Stufe unter Tier 0. Durch die Benennung von Rimurus Fähigkeiten nach diesen mächtigen Entitäten wird seine immense Macht unterstrichen. Obwohl Rimuru nicht die gleiche allumfassende Stärke wie die Originale besitzt, deutet die Wahl der Namen darauf hin, dass er Fähigkeiten erlangt hat, die weit über das hinausgehen, was zuvor möglich war. Diese Anspielungen dienen dazu, die Entwicklung von Rimuru zu einem nahezu unaufhaltsamen Wesen zu verdeutlichen, das in der Lage ist, sowohl Chaos zu kontrollieren, als auch das Leben in Fülle zu erschaffen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Bezüge hauptsächlich symbolischer Natur sind. Rimurus Kräfte sind beeindruckend, aber sie erreichen nicht das grenzenlose Niveau der ursprünglichen Lovecraftischen Entitäten. Die Verbindung dieser Namen dient dazu, die Transformation und das Wachstum von Rimuru innerhalb der Geschichte hervorzuheben, ohne ihn tatsächlich auf das gleiche Machtlevel wie Azathoth oder Shub Niggurath zu heben. Aber man weiß ja nie, vielleicht wird er doch so stark.
Sein treuer Berater und bester Freund Dr. Seal hat auch die Fähigkeiten Hasten Forked, All of Creation und andere Berechnungsfähigkeiten in sich integriert. Dies bedeutet, dass Rimuru nun noch schneller und effizienter auf Bedrohungen reagieren kann. Obwohl es sich so anfühlt, als hätte er einige Fähigkeiten verloren, hat Seal diese in sich aufgenommen, was Rimuru eine noch präzisere Kontrolle und höhere Geschwindigkeiten verleiht. Interessanterweise hat sich Rimurus Dragon Sword ebenfalls weiterentwickelt. Diese mächtige Waffe, die aus dem göttlichen Metall seines Körpers geschmiedet wurde, kann nun die Energie von True Dragons in sich aufnehmen und als Kern für verheerende Angriffe nutzen. Dies erlaubt es Rimuru, die Kraft von Veldora und Velgant direkt in seinen Schlägen zu bündeln, was seine Zerstörungskraft exponentiell erhöht. Allerdings bleibt dies vorerst ein Geheimnis zwischen ihm und Seal, da er sich davor scheut, diese Fähigkeit zu nutzen, ohne die Erlaubnis seiner Drachenfreunde einzuholen. Trotz all dieser Macht hat Rimuru erkannt, dass reine EP-Werte nicht alles sind. In der letzten Schlacht gegen das Imperium hat er gelernt, dass die effektive Nutzung von Fähigkeiten und die taktische Ausnutzung von Magie und Kampferfahrung weitaus entscheidender sind als bloße Zahlen. Rimuru konnte zum Beispiel Velgant besiegen, obwohl sie doppelt, dreifach und vierfach stärker als Rimuru war. Seine Verbündeten wie Benimaru, Diablo und Sigon sind ihm dicht auf den Fersen, was ihn motiviert, weiterhin hart zu trainieren und seine Kräfte zu perfektionieren. Mit dem bevorstehenden Treffen mit Masayoki und den drohenden Herausforderungen in der Zukunft bleibt Rimuru entschlossen, seine Kräfte weiter zu verfeinern. Er weiß, dass der Frieden in Tempest nur aufrechterhalten werden kann, wenn er bereit ist, sich jeder Bedrohung zu stellen. Seine neu gewonnenen Fähigkeiten und die strategische Unterstützung von Seal geben ihm das Vertrauen, dass er alles bewältigen kann, was auf ihn zukommt. Rimurus bester Kumpel Veldora ist absolut overpowered. Nach den zahlreichen Weiterentwicklungen und Fähigkeitsanpassungen hat sich Veldora Tempesto zum mächtigsten Verbündeten von Tempest entwickelt. Mit einem EP-Wert von 88.126.579 steht Veldora als Highest Level Chaos Elemental True Dragon an der Spitze der Machtskala. Er trägt den Titel Storm Dragon und genießt den Schutz der Grace of Abundance sowie die Protection of the Storm. Seine Fähigkeiten umfassen eine Vielzahl von beeindruckenden Skills, darunter True Dragon Magic sowie den Ultimate Skill Nyarlathotep Lord of Chaos. Durch die Eingriffe von Seal wurden Veldoras Fähigkeiten stark optimiert. Nyarlathotep beinhaltet nun mächtige Techniken wie Hasten Forked, Analyze and Assess, Control Probability, Parallel Existence, Control Dimensions und Multidimensional Barrier. Besonders bemerkenswert ist seine Fähigkeit zur Parallel Existence, die ihm erlaubt, separate Körper zu erschaffen, was ihn nahezu unzerstörbar macht. Diese Kombination von Fähigkeiten macht Veldora zu einer unaufhaltsamen Kraft auf dem Schlachtfeld und sichert seine Position als einer der mächtigsten Drachen der Welt. Genau wie Shub-Niggurath und Azathoth ist Nyarlathotep eines der mächtigsten Wesen im Cthulhu-Mythos. Nyarlathotep, bekannt als der kriechende Schrecken, ist eines der zentralen Entitäten im Cthulhu-Mythos von H.P. Lovecraft. Im Gegensatz zu anderen kosmischen Wesen des Mythos, die oft in fernen Dimensionen verweilen oder schlafen, ist Nyarlathotep aktiv und wandelt unter den Menschen. Er besitzt die Fähigkeit, unzählige Gestalten anzunehmen, was ihn ermöglicht, sich in verschiedenen Formen zu manifestieren und seine Ziele zu verfolgen. Nyarlathotep dient als Bote und Seele der äußeren Götter, insbesondere von Azathoth, und agiert oft als Vermittler zwischen diesen mächtigen Wesen und der Menschheit. Seine Interaktionen mit Menschen sind geprägt von Täuschung und Manipulation, wobei er oft Wahnsinn und Chaos sieht. Seine Präsenz führt häufig zu Albträumen und geistiger Verwirrung bei denen, die ihm begegnen. Auf Wizards des Wiki wird Nyarlathotep als High 1A eingestuft. Dies bedeutet, dass er eine nahezu unermessliche Macht besitzt, die weit über die konventionellen Dimensionen hinausgeht. Seine Fähigkeit, die Realität zu manipulieren und in verschiedenen Formen zu erscheinen, unterstreicht seine übernatürliche Natur und seine Rolle als einer der einflussreichsten Charaktere im Lovecraftischen Universum. Trotz seiner immensen Stärke ist Veldora bekannt für seine verspielte und ungestümete Natur. Sein kindlicher Drang, seine Kraft zu demonstrieren, führte zu einem humorvollen Moment, als er versuchte, seine EP-Messung durch das Ablegen seiner schweren Kleidung zu manipulieren, um höhere Werte zu erzielen. Doch wie ihm Rimuru schnell erklärte, hat das Gewicht der Kleidung keinen Einfluss auf seine EP. Ungeachtet dessen bleibt Veldora eine unermüdliche Quelle der Freude und Unterstützung für Rimuru und seine Verbündeten. Interessant ist, dass Diablo offensichtlich seine EP gefaked hat. Diablo ist schon immer ein Mysterium gewesen. Selbst bei einem wissenschaftlich akkuraten Wert wie die der Existenzpunkte kann er mysteriös bleiben. Velgant, die Schwester von Veldora, hat ebenfalls eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Nach ihrer Wiederbelebung und Integration in das Team von Tempest stieg ihr EP-Wert von ursprünglich 49.829.987 auf erstaunliche 74.350.087. Diese Zunahme ist nicht nur ein Wachstum, sondern eine regelrechte Evolution.
Sie trägt den Titel Flame Dragon und beherrscht die True Dragon Magic sowie den Ultimate Skill Stuka, Lord of the Fire God. Stuka umfasst eine beeindruckende Palette an Fähigkeiten, darunter heißen folgt: Flame Excitation, Parallel Existence, Control Dimensions, Transdimensional Leap und Multidimensional Barrier. Vagrant ist eine Meisterin der Flammenenergie und kann ihre Kräfte auf eine Art und Weise einsetzen, die selbst die stärksten Gegner in Angst und Schrecken versetzt. Ihre Fähigkeit zur Parallel Existence macht sie ähnlich wie Veldora fast unbesiegbar, da sie mehrere Körper gleichzeitig kontrollieren kann. Rimuru hat durch seine Fähigkeit Release True Dragon sowohl Veldora als auch Vagrant befreit, was ihnen die Möglichkeit gibt, ohne Zwang an seiner Seite zu kämpfen. Diese Freiheit hat ihre Loyalität zu ihm nur weiter gestärkt. Trotz ihrer spielerischen Rivalität sind sowohl Veldora als auch Vagrant unverzichtbare Verbündete für Rimuru. Ihre Loyalität und ihre immense Macht machen sie zu Säulen der Verteidigung und des Angriffs in Tempest. Die beiden Drachen sind bereit, alles zu tun, um das Land zu schützen. Da wir nun wissen, wie stark Veldora und Vagrant sind, können wir jetzt erfassen, wie stark Rimuru wirklich ist. Rimuru läuft tatsächlich immer in geschwächter Form rum, weil er sein Subskill Release True Dragon seines Ultimate Skill Azathoth, Lord of the Void benutzt. Also dadurch, dass Veldora und Vagrant frei rumlaufen, ist Rimuru geschwächt. Würde Rimuru den Skill aufheben, wäre seine tatsächliche Kraft eine Kombination aus seiner eigenen und der von Veldora sowie Vagrant. Das bedeutet, dass Rimurus Existenzpunkte nicht über absurden 10 Millionen liegen, sondern in echt bei astronomischen 173.437.789 Existenzpunkten liegen. Oh mein Gott, Rimuru Tempest ist einfach viel zu stark. Goddamn. Rimuru bereitete sich auf ein wichtiges Treffen vor, bei dem die Nachkriegsordnung des Imperiums diskutiert werden sollte. Die Teilnehmerliste war sorgfältig zusammengestellt. Von Rimurus Seite nahmen Benimaru, Rigo, Shion, Diablo und Testarossa teil, während Masayoki von Vagrant, Caligorio, Minitz, Bernie und Yu begleitet wurde. Die Atmosphäre war angespannt, da Themen wie Kriegsreparationen, der Wiederaufbau und die Rolle der 700.000 imperialen Soldaten im Raum standen. Vagrant, die als Marschall des Imperiums fungierte, hatte keine territorialen Ambitionen, was die Verhandlungen etwas erleichterte. Kurz vor Beginn des Treffens bat Vagrant Rimuru um ein privates Gespräch. Ihre lockere Haltung überraschte ihn, besonders als sie scherzhaft fragte, ob er befürchte, sie würde ihm hinter die Schule zitieren, weil Rimuru so nervös war. Rimuru war überrascht, weil dieser Witz aus seiner alten Welt kommt. Wir alle kennen es, wenn wir damals mit jemandem ein Problem hatten, hat man das hinter dem Schulhof geklärt. Dieser ungezwungene Humor war eine Seite von Vagrant, die niemand erwartet hatte. Sie erkundigte sich nach Veldora, ihrem Bruder, und zeigte eine sanfte Seite, als sie erleichtert hörte, dass es ihm gut ging. Auch wenn Rimuru wusste, dass Veldora immer noch Angst hatte, ihr zu begegnen. Vagrant bedankte sich bei Rimuru mit einem herzlichen Lächeln, das ihre frühere einschüchternde Aura völlig verschwinden ließ. Sie sprach über ihre Reise, die sie durch zahlreiche Welten geführt hatte, darunter auch die, aus der Rimuru ursprünglich stammte. Für ihn war diese Information überraschend, aber auch voller Hoffnung, da es möglicherweise einen Weg gibt, Menschen in ihre ursprüngliche Welt zurückzuführen. Während Ziel bereits begann, diese Möglichkeit zu analysieren, versicherte Vagrant, dass sie Rimuru treu bleiben würde, solange Masayoki, die Wiedergeburt ihres geliebten Uludra, keine gegensätzlichen Absichten hegte. Rimuru schwor daraufhin, Masayoki niemals zu verraten, doch Vagrants Blick wurde eiskalt, als Rimuru andeutete, dass kleine Täuschungen oder Konflikte unvermeidlich seien. Ihre Reaktion brachte ihn dazu, seinen Ansatz zu überdenken und einen ehrlicheren Umgang zu geloben. Dieses Treffen verdeutlichte nicht nur Vagrants überraschende Veränderung, sondern auch die wachsende Verantwortung, die auf Rimurus Schultern lastete. Die Verhandlungen standen unter hohen Erwartungen, während im Hintergrund die Bedrohung durch Michael und Feldway weiterhin wie ein Schatten über allen schwebte. Rimuru wusste, dass es keine Zeit für Fehler gab, doch mit seinen Verbündeten an seiner Seite war er bereit, sich den Herausforderungen zu stellen. Rimuru war erleichtert, nachdem Vagrant ihm für seine Unterstützung gedankt hatte, doch diese Ruhe hielt nicht lange an. Vesta stürmte in den Raum und berichtete, dass König Gazelle aus Devagon unerwartet auf dem Weg nach Tempest war. Obwohl Vesta versichert hatte, alles zu klären, schien Gazelle ihm nicht vollständig zu vertrauen. Rimuru erfuhr, dass Gazelles Sorge hauptsächlich darin bestand, dass eine Allianz zwischen Tempest und dem Imperium Devagon eine schwierige Lage bringen könnte. Gazelle traf bald darauf ein und Rimuru arrangierte ein dringendes Gespräch mit ihm. Bei einer Tasse Kaffee erklärte Gazelle seine Befürchtungen. Wenn Tempest mit dem Imperium zusammenarbeitete, könnte Devagon zwischen zwei Großmächten eingeklemmt werden. Trotz seiner Macht konnte Devagon dem wahren Drachen Vagrant und Veldora nichts entgegensetzen, was die Situation noch heikler machte. Gazelle betonte, dass ein solcher Schritt für Devagon gravierende diplomatische und militärische Konsequenzen hätte. Rimuru verstand die Bedenken des Königs und versicherte, dass eine Allianz mit dem Imperium keine Bedrohung für Devagon darstellen würde. Gleichzeitig wurde klar, dass langfristige Abkommen ohne klare Fristen potenziell unsicher sein könnten.
Dies ließ Rimuru erkennen, wie wichtig es war, realistische und durchdachte Bedingungen in internationalen Beziehungen festzulegen. Das Gespräch endete mit einem besseren Verständnis zwischen den beiden. Gazelle wirkte erleichtert und Rimuru versprach Wagons Interessen bei zukünftigen Verhandlungen zu berücksichtigen. Kurz darauf brach Rimuru mit seinen Begleitern auf, um das ursprüngliche Treffen mit dem Imperium fortzusetzen. Das Treffen begann in einem speziell gestalteten Konferenzraum, der die Zusammenarbeit zwischen Tempest, dem Imperium und Wagon erleichtern sollte. Rimuru, Velgrand, Masayuki und Gazelle sowie ihre jeweiligen Delegationen saßen um einen zielförmigen Tisch. Testarossa führte souverän die Sitzung, die darauf abzielte, den Krieg offiziell zu beenden, neue Bündnisse zu schmieden und die Zukunft des Imperiums zu klären. Velgrand überraschte alle mit der offenen Anerkennung ihrer Niederlage gegen Rimuru, was sowohl im Imperium als auch bei den Delegationen von Wagon für große Verwunderung sorgte. Selbst Gazelle, der normalerweise gefasst ist, zeigte sich sichtlich beeindruckt. Währenddessen betonte Rimuru, dass der Krieg durch die Kontrolle von Michael einer bewussten Manifestation eines Ultimate Skills verursacht worden war, wodurch das jetzige Imperium nun keine Schuld mehr trifft. Die Diskussion drehte sich schließlich um die Nachfolge im Imperium. Minato schlug Masayuki als neuen Kaiser vor, was sowohl von Gazelle als auch von Rimuru unterstützt wurde. Masayuki, sichtlich erleichtert, fand endlich einen Rimuru einen Verbündeten, der ihn verstand und unterstützte. Testarossa schlug vor, die Gespräche informeller zu gestalten, was von allen Parteien begrüßt wurde. Das Treffen endete mit einer gemeinsamen Absichtserklärung, zukünftige Konflikte zu vermeiden, die Beziehung zwischen den Nationen zu stärken und den Wiederaufbau des Imperiums zu unterstützen. Masayuki wurde als neuer Kaiser bestätigt und die Allianz zwischen den drei Mächten wurde gefestigt. Die lockere Atmosphäre nach der Bestätigung von Masayuki als neuer Kaiser des Imperiums brachte Entspannung in die Runde. Während des Gesprächs diskutierten Rimuru, Gazelle und Velgrand die Legitimität von Masayukis Herrschaft. Velgrands Rolle als Wächterdrache des Imperiums stellte sicher, dass Masayuki auf jeden Fall zum Kaiser gewählt wird. Während des Mittagessens, das in entspannter Atmosphäre mit köstlicher Kaiseki-Küche stattfand, äußerte Caliguro seine Schuldgefühle über die Opfer des Krieges. Testarossa, die Rimurus Absicht vorausgesehen hatte bereits Schritte unternommen, um die Seelen von Caligurios gefallenen Kameraden in künstliche Körper zurückzubringen. Die Wiedervereinigung mit seinen totgeglaubten Untergebenen rührte Caligurio zu Tränen und verstärkte die Botschaft von Vergebung und dem Streben nach Frieden. Rimuru reflektierte über die Dummheit von Kriegen und bittete dafür, dass Führungspersönlichkeiten in der Zukunft Konflikte durch Dialoge lösen würden. Die Diskussionen waren geprägt von gegenseitigem Verständnis und einem klaren Ziel, die Stabilität des Imperiums unter Masayukis Führung und eine friedliche Zusammenarbeit zwischen den Nationen zu sichern. Nach der Mittagspause wurde die Nachmittagssitzung des Treffens wieder aufgenommen. Während am Vormittag die Grundsätze beschlossen wurden, lag der Fokus am Nachmittag auf der Bestätigung dieser Pläne sowie der Klärung der Verantwortlichkeiten der beteiligten Parteien. Testarossa eröffnete die Sitzung und fasste die zentralen Punkte zusammen. Die Dreierallianz zwischen Tempest, Wagon und dem Imperium sollte offiziell gegründet werden, unabhängig vom Rat der Wächterraten. Im Namen des neuen Kaisers Masayuki wurde der Krieg für beendet erklärt und die Zusammenarbeit der drei Mächte sollte die Grundlage für eine neue Ära des Friedens und des Wachstums schaffen. Wagon übernahm die Verantwortung für den Wiederaufbau der Grenzregionen, einschließlich der Straßen und Gebäude, die während des Krieges zerstört wurden. Diese Bemühungen sollten auch die Opfer des Krieges entlasten und Vertrauen zwischen den Völkern schaffen. Ein zentrales Projekt war der Bau einer Bahnstrecke zur Kaiserhauptstadt, an der die Ingenieure von Tempest und Wagon gemeinsam arbeiten würden. Der magische Zug würde nicht nur die Logistik vereinfachen, sondern auch die Mobilität der Menschen fördern und so eine neue Ära der Entwicklung einleiten. Tempest verpflichtete sich, Masayuki als neuen Kaiser vollumfänglich zu unterstützen. Testarossa wurde als Botschafterin entsandt, um eine neue Ära im Imperium einzuläuten und die alte Denkweise zu überwinden. Es war klar, dass das Imperium, das zuvor noch nie eine Niederlage erlebt hatte, Schwierigkeiten haben würde, diese neue Realität zu akzeptieren. Besonders Adlige, die mit Masayukis friedlicher Politik nicht einverstanden waren, könnten Probleme verursachen. Testarossa und Minato wurden beauftragt, diese Spannungen zu entschärfen. Moss, der als Spion agieren würde, sollte hinter den Kulissen potenzielle Intrigen aufdecken und neutralisieren. Ein zentrales Thema der Diskussion war die Bedrohung durch Michael und Feldway sowie deren Verbündete. Gazelle stellte die kritische Frage, ob Rimuru in der Lage sei, zukünftige Gegner dieses Kalibers zu besiegen. Velgrand bestätigte, dass die Gegner außergewöhnlich mächtig seien, insbesondere durch ihre Split Bodies, die selbst in geschwächter Form schwer zu besiegen waren. Die Engel, die angegriffen haben, haben nicht ihre richtigen Körper benutzt, sondern nur Ersatzkörper. Dies bedeutet, dass sie nicht bei voller Stärke waren. Cornu hingegen wurde durch Velgrands transdimensionalen Attacke vollständig zerstört. Es hat dimensionsübergreifend auch seinen richtigen Körper getroffen. Dennoch zeigte sich Rimuru zuversichtlich, nicht zu verlieren, vor allem durch die Unterstützung seiner Verbündeten. Auch die Sicherheit von Milim und Masayuki wurde thematisiert. Velgrand erklärte, dass ein Angriff auf Milim, die Veldanavas Kraft geerbt hatte, unwahrscheinlich sei, da dies im Widerspruch zum Ziel der Gegner stehe, Veldanava wiederzubeleben. Masayuki hingegen wurde darauf hingewiesen, dass er als neuer Kaiser ein potenzielles Ziel bleibe. Velgrand und Venom würden seine Sicherheit gewährleisten, doch Masayuki müsse selbst vorsichtiger sein.
Die Sitzung endete mit einem klaren Plan. Die Dreierallianz wurde als Basis für Stabilität und Frieden beschlossen, während die beteiligten Parteien ihre Rollen in der Zusammenarbeit definierten. Die Herausforderungen blieben groß, sowohl intern durch mögliche Spannungen im Imperium als auch extern durch die Bedrohung durch Michael und Feldway. Dennoch waren alle Beteiligten entschlossen, gemeinsam eine bessere Zukunft zu schaffen. Die Sitzung wurde in einer gelösten, aber zielgerichteten Atmosphäre beendet. Das Abendessen war ein Höhepunkt des Treffens, ein italienisches Mehrgangmenü, das alle Anwesenden beeindruckte. Von einer Suppe aus gemüseähnlichen Rüben über eine Vielzahl von Fisch- und Meeresfrüchtegerichten bis hin zu einem zarten Hirschkalbsteak. Die Speisen waren so köstlich, dass selbst die gestandenen Krieger und Adligen in Euphorie verfielen. Die Stimmung war entspannt und die Teilnehmer begannen nach dem Essen lebhaft ihre Eindrücke zu teilen. Besonders die Imperials und die Delegation aus Dwargon waren beeindruckt von der Sorgfalt und der Kunstfertigkeit der Küche. Nach dem Essen folgte eine lockere Runde bei Kaffee im Gemeinschaftsraum, wo die Gespräche bald wieder ernster wurden. Gazelle sprach Rimuru direkt an und thematisierte die Herausforderungen, die sich aus der künstlichen Evolution seiner Untergebenen zu wahren Dämonenkönigen ergaben. Rimuru erklärte, dass er diese Entwicklung zwar nicht öffentlich machen wolle, dennoch seien komplexe diplomatische Herausforderungen mit anderen Nationen zu erwarten, insbesondere mit Sarion und der westlichen Heiligen Kirche. Gazelle warnte davor, diese Angelegenheit nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Unterhaltung drehte sich auch um Rimurus überraschend enge Beziehung zu Elmesia, der Kaiserin von Sarion. Gazelle und die anderen waren fassungslos, dass Rimuru eine solch schwer erreichbare Persönlichkeit auf freundschaftlicher Basis kontaktiert hatte. Rimuru versuchte die Angelegenheit herunterzuspielen, doch die Diskussion zeigte, wie bedeutend seine diplomatischen Verbindungen waren. Am nächsten Morgen reiste Gazelle mit seiner Delegation ab und auch die Imperialen begannen mit den Vorbereitungen für ihre Rückkehr. Die Zusammenarbeit zwischen den Nationen nahm weiter Form an, während strategische Maßnahmen für die Zukunft diskutiert wurden. Rimuru sandte Verstärkung in kritische Regionen, darunter Agera zu Gazelle und andere vertrauenswürdige Untergebene an verschiedene Standorte. Kurz darauf wurde Rimuru jedoch unerwartet von Guy Crimson zu einer spontanen Walpurgis eingeladen. Dies war ungewöhnlich, da Guy normalerweise sehr organisiert und stolz war. Rimuru, begleitet von Shion und Diablo, bereitete sich auf die Teilnahme vor, während er die Verwaltung seines Reichs vorübergehend an Benimaru übertrug. Bevor sie jedoch abreisten, erschien Guys Vertraute Rain schwer verwundet und offenbarte, dass etwas Ernstes vor sich ging. Mit einer düsteren Vorahnung machte sich Rimuru auf den Weg zu dieser plötzlichen und äußerst wichtigen Zusammenkunft. Das letzte Kapitel handelt um die Backstory von Guy und Ludra Laskanamirium und Meria. Diese werde ich in einem separaten Video behandeln. Rimuru Tempest hat wieder mal gezeigt, dass er absolut overpowered ist. Nun hat er schon 385 Fähigkeiten. Wie viele er wohl noch hat? Jo, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war wirklich sehr anstrengend, dieses Video zu machen, aber nichts ist so schade für euch. Danke an alle meine Kanalmitglieder. Wie letztes Jahr seid ihr stramm geblieben. Es sind keine Videos rausgekommen, nichts, und trotzdem seid ihr abonniert geblieben. Was soll ich denn dazu noch sagen, außer Dankeschön. Und mein Dankeschön habe ich natürlich schon in meinem Community-Tab für euch ausgedrückt, in Kanalmitgliedschaft Community-Tab, was nur ihr benutzen dürft. Ja, Leute, das ist mein längstes Video, über 1,5 Stunden. Also wenn du bis hierhin gekommen bist, bist du ein Macher. Du zeigst mir einfach, dass du die Arbeit, die ich hier reingesteckt habe, einfach wertschätzt. Ich kann ja ein bisschen mal darüber sprechen, was hier hinter so einem dicken, fetten Video einfach steckt. Also, ich habe 38 Seiten geschrieben. Danach habe ich die Audio aufgenommen. Das hat irgendwie über 3 Stunden gedauert. Danach habe ich die Audio geschnitten. Die hat dementsprechend auch 4-5 Stunden gedauert. Und danach habe ich dieses Video über Wochen geschnitten. Das Problem ist, ich bin gerade noch in einer Ausbildung. Und dann immer diese Zeit zu finden, das nach der Ausbildung zu machen, war wirklich sehr challenging. Deshalb ist dieses Video so spät rausgekommen. Eigentlich wollte ich das schon im November rausbringen, aber es ist im Januar rausgekommen. Und für die Leute, die nicht wussten, wann dieses Video rauskommt, auf Instagram habe ich immer ein Update gegeben, ab und zu mal. Also folgt mir da auf jeden Fall rein. Da wird auf jeden Fall wieder Content kommen, weil ich hier entlastet bin. Wie ihr hier unten sehen könnt unterm Video, habe ich jetzt meine eigene Modemarke gestartet. Das erste kommerzielle Projekt, was auf diesem Kanal stattfindet. Guys, was für eine Entwicklung. Ich habe mit meinen, keine Ahnung, 17, 18 Jahren angefangen. Mittlerweile bin ich 25 und ihr seid einfach mit mir aufgewachsen. Deshalb gönnt euch, wenn euch das gefällt, das wird mir auf jeden Fall sehr helfen. Und wenn es guten Anklang findet, dann kann das natürlich zu meinem Main-Business werden und es wird noch mehr Videos kommen.
wer weiß. Ich finde sie auf jeden Fall fire, diese T-Shirts und Pullis. Ich weiß nicht, wer euer MVP ist. Ich habe jetzt 3, 4 Designs reingehauen von den Leuten im Band 16, wo ich so dachte, okay, das ist ein absoluter Motherfucker gewesen. Also für mich, MVP ist auf jeden Fall Sigyeon, deswegen kriegt er auf jeden Fall ein T-Shirt. Rimuru sowieso immer. Und natürlich Veldora mit seinen 88 Millionen. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir so, what the hell? Aber ja. Ich wünsche euch nur das Beste, Leute. Bleibt stabil. Wir sehen uns. Jane.